Ja, redet mal so weiter, macht mal euer Zeug hier, jeder ein bisschen was sagen. Bla bla Ja. bla. Jesus bla. Christus, Ich kann mich davon nur freisprechen. Ja. Also, um ehrlich zu sein, muss ich mich da auch einfach Okay, mal nee, darauf nicht alle besinnen, durcheinander dass machen. sich jeder hier einfach mal beruhigen muss. So kann ich das einfach nicht mehr. Wenn alle zusammenreden, bringt das nichts. Ich Oh Gott, ich hab's gehört. auf, dass ich, Ja, leck mich mal am Zuckerli. Was war denn das gerade? Das ist Soundboard. Das musst du eigentlich am Schluss noch reinschneiden, so das Outtakes. kann ich? Oh mein Gott. Ja, alrighty dann und damit herzlich willkommen zum Shakes and Fidget Stammtisch 2023 und ja, wir sind hier eine illustre Runde, eine starbesetzte Stammtischfolge und als erstes grüße ich diejenigen, die nicht da sind, denn Dorsa hat es leider nicht geschafft, noch krank zu sein, sonst hätte er hier mit dabei sein können, ist wieder gesund geworden, ja, wir hatten eigentlich geplant, dass sein Magen-Darm-Infekt einen Tag später erst, also noch da ist, aber ich habe vergessen, dass Schaltjahr nicht war. Deshalb hat das nicht funktioniert. Also Dorsa nicht, Capsule hat es leider auch nicht geschafft. Aber ansonsten haben wir hier ganz viele schöne Leute dabei. Und zwar haben wir dabei, alphabetisch geordnet, fangen wir an, den lieben Basi. Grüß dich, Basi. Dann Derafim, der sogar extra seinen Stream ausgemacht hat. Moin. Dann haben wir den El Chefe dabei, der zuletzt ja die Chefetage moderiert hat. Einen wunderschönen. Dann haben wir den Gorgos dabei, der extra früh Feierabend gemacht hat heute. Ja, ich grüße euch. Hallihallöchen. Moin. Dann haben wir den Spontanbus Nunu dabei, der gar keine Ahnung hatte, was wir hier machen, aber dachte, ey, komm, mach mit. Servus. Dann den Sergio Kurai haben wir auch dabei, obwohl das jetzt alphabetisch gar nicht passt. Nee, bist du bei mir links? Okay. Hallöle. Und dann haben wir noch den Piccolo dabei, dessen Cam einfach gesagt hat, der sieht so geil aus. Nee, können wir nicht zeigen, ist nicht konform mit den aktuellen Terms of Service. Moin Leute. Genau. Und Stammtisch 2023, ich habe das eigentlich schon länger geplant. Es hat erst nicht funktioniert. Ich wollte so ein bisschen durch 2023 gehen und habe festgestellt, 16 Seiten auf dem Forum nur mit Post-its zu 2023 ist relativ viel passiert. Und demnach werden wir wahrscheinlich nicht das alles von dem Jahr hier durchgehen. Aber wir haben ein paar coole Themen und ihr habt auch ein paar Themen hinzugefügt. Und ich werde das Ganze ein bisschen moderieren. Und Thema 1 fange ich an. Tatsächlich der erste Post von 2023 effektiv war der erste EU-Server. Also die Änderung des Server auf EU. Frage an die Runde, wer war da dabei aktiv? Und wie habt ihr vielleicht das vorher betrachtet und wie betrachtet ihr es jetzt im Nachhinein? Ja, dabei war ich. War ja, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, dann auch nach diesem relativ desaströsen Serverstart von W60. Da musste man dann einiges besser machen. Und ich glaube, mich zu entsinnen, dass es dann auch wesentlich besser lief. Von daher, das war auf jeden Fall sehr positiv. Ansonsten, ja, war man natürlich dabei, klar. Ja, also ich kann da nicht mitreden. W60 war ich nicht drauf. Ich habe halt direkt wieder mit EU1 angefangen. Also diese ganzen Probleme, die ich rund um die W-Server am Ende noch, ja, von denen ich noch gehört habe, habe ich nicht miterlebt. Ich denke mal, dazu kann ich eher weniger sagen. Aber danke. Also ich war schon bei beiden Servern mit dabei und ja, bei W60 war es absolut. Das war halt der lange Pilz, ne? Die ewig langen Wartezeiten. Und bei EU1 war es deutlich besser, auf jeden Fall. Ja, ich erinnere mich auch noch an W60. Das war ultra schrecklich. Ich bin da wirklich verrückt geworden. Ich erinnere mich noch, als ich im Stream da mit Dorsa zusammen war. Es ging gar nicht. Das hat mich richtig, richtig wütend gemacht. Aber mittlerweile, seitdem die EU-Server draußen sind, habe ich jetzt so servertechnisch gar keine Probleme, die irgendwie ansatzweise ähnlich waren, erlebt tatsächlich. Also hat sich auf jeden Fall schon gebessert. Ja, ich spiele auch auf EU1, also immer noch. Zwar einen Projektcharakter, aber für mich war so am Anfang so ein bisschen die Frage, okay, wir haben jetzt die EU-Welten, aber es ist ja jetzt nicht wirklich kein Unterschied zu den internationalen Welten. Was ist jetzt genau da der Vorteil? Aber ja, es ist jetzt halt so das Konzept mit den EU-Servern und ja, auf jeden Fall deutlich besser gelaufen als W60 noch.
Also ich habe keinen Char auf beiden Servern. Ich habe nur einen einzigen Char, der Free-to-Play-Char. D-Abo. Jawohl, ja. Das wirst du Ähm, heute auch noch 5-mal erwähnen, oder? Mindestens. Ja, natürlich, das muss sein, das muss sein. Ich bin stolz drauf. Ja, nee, aber ich sehe es ähnlich wie Nunu. Ich verstehe nicht so den Sinn der Sache. Ja, klar, weil halt nachher die Zahl wieder bei 1 anfängt, so quasi 60 oder irgendwann 2798, hört sich nicht so gut an der Servernummer. Und deswegen hat man halt sich entschieden, ja, EU1, aber ja, mehr kann ich da eigentlich nicht dazu sagen. Ich zock nicht auf die Server. Also, so wie ich das verstanden habe, war das doch eher eine Entscheidung von dadurch, dass man das jetzt kontinental trennt, kann man das auch servermäßig trennen. Also, dass Mhm. das ich weiß nicht, ich bin kein, Ist kein Server. System ja, Ja. kein Systemi, Und- kein und- Systemintegrator, aber, das hatte schon Hand und Fuß, glaube ich. Also, es sollte schon Sinn. Und Ja, man muss aber auch sagen, die ganzen US- und Asien-Server, die seitdem rausgekommen sind, laufen auch Bombe. Ja, das wollte ich gerade schon Ja. sagen. Ich würde gerade Genau das sagen, nämlich. außerhalb der EU gibt es ja nicht so eine große Community gefühlt. Eben. Nee, das stimmt natürlich. Das ist schon so ein europäisches Ding. Das war auch tatsächlich so, also ist richtig, wurde auch so betitelt. Jetzt im Hintergrund habe ich mir auch überlegt, wo sitzen denn die Server eigentlich? Also physisch. Also ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein, aber irgendwie mit dem Routing, es hat ja zumindest dazu geführt, dass die Performance schon konstant besser wurde, zumindest auf den neuen Servern. Ich weiß nicht, ob ihr das auch auf den alten Servern so bestätigen würdet, weil ich glaube, da gibt es von Server zu Server auch Unterschiede. Piccolo, wie ist es bei dir gewesen? Ich habe auf den EU1 auch nur den Projektchar gespielt, aber ich merke von der Server-Performance von der EU zu den W54-Server oder S31-Server eigentlich nicht wirklich große Unterschiede. Also für mich ist das in etwa dasselbe. Ich finde, das hat sich immer zu den Serverstarts gezeigt, wo der Ansturm sehr, sehr groß war. Hm. Also W60 ist halt so das letzte wirklich schlimme Ereignis gewesen. Und in Relation zu allem anderen, was man vorher hatte jetzt mit den EU-Servern, ist das halt absolut gar nicht zu vergleichen. Also die EU-Server sind ein Upgrade auf jeden Fall. Ja. Ja, also das merkt man schon. Nach hinten raus ist das, glaube ich, auch so, dass sowieso alle Server stabil laufen, weil die Spieler, also dieser Spieleranlauf ja sowieso auch ein bisschen weniger wird und nicht alle gleichzeitig unbedingt spielen. Aber gerade zu Serverstart merkt man schon, dass das definitiv besser geworden ist. Ja, Serverstart und Elevator, ne? Da war Ja, ja ja. auch immer große Probleme. Ja, aber jetzt Oh ist ja. die Frage, ob es einfach daran liegt, dass sie das Backend optimiert haben oder ob das wirklich an den kontinentalen Servern liegt. Ich glaube eher Ersteres, aber Ja, Ich auch. wir können uns trotzdem über stabilere Server freuen. Ja, ganz genau. Das Ja. stimmt. Produkt zählt. Das Ergebnis zählt, der Weg Wie dahin im ist Matheunterricht. richtig. Vor allen Dingen, ja doch, so im Nachhinein könnte man sagen, ja, vielleicht noch, die haben schon dran gearbeitet und dachten mir, komm, um noch mal ein bisschen Positives reinzubringen, bringen wir die EU-Server mit der Hoffnung, es wird besser. Und dann hat es zeitlich irgendwo halbwegs auch geklappt. Aber es wirklich, ich muss echt sagen, ich kenne Serverstarts, wo ich gesagt habe, ach, Tag 1 brauche ich eh nicht spielen. Das ist, und das war W60, das war auch Elevator, glaube ich. Also es gab 2 W-Server, wo Elevator auch zum Serverstart war und das ging gar nicht. Und EU8 jetzt zuletzt hat ja auch gezeigt, dass es geht. Ja, also, oder war das EU8? Nee, Ich- oder nee, Quatsch. Nicht EU7. EU8, nicht. Ja, richtig. Ja, EU7. Nee, super. Ist auch ein Thema zum Warmwerden geworden. Ich hoffe, das geht so weiter vor allen Dingen. Also Performance, einige haben die Zeit miterlebt, ich auch sehr aktiv. Es war wirklich, also Performance ist ein Thema, was, wenn es weiterhin schlecht gelaufen wäre, wo ich auch gesagt hätte, Shakes the Fidget und ich, das passt nicht mehr. Weil es einfach nicht, ich bin jemand, der abends spielt, in der Regel, ich muss sehr viel ändern, auch wenn es nicht immer effektiv ist, aber ich muss es machen. Und wenn dann die Performance nicht passt, also es kann natürlich mal Ausnahmen geben, ganz klar, aber die allgemeine Performance, ich bin so froh, dass das Vertrauen in Bleier in der Stelle lang gehalten hat, dass sie das hingekriegt haben. Und bin guter Dinge, dass es auch nicht mehr so schlecht wird, wie es war. So. Vor allem die Performance in Kombination mit neuen Updates. Es kommt ja neuer Content dazu und die Performance bleibt trotzdem stabil. Das war ja. Ja, Ja. auf jeden Fall. Also, das Einzige, was mir aufgefallen ist, was ich noch weiß, was halt wirklich so schlimm war, dass es auch mich getriggert hat, war halt ganz am Anfang von dem ersten SF, von der ersten Version, ja, die ganz alte, die man noch kennt.
Und dann kam ja Shakes and Fidget 2.0 mit diesen dicken Flächen da an der Seite, die so ein bisschen einen geringeren Abstand hatten. Das war, glaube ich, zu S36 oder S35, irgendwie so. Da hat dann Shakes and Fidget teilweise gar nicht mehr funktioniert. Da ist man auch gar nicht mehr in das Spiel richtig gekommen. Das war das erste Mal, dass ich quasi auch extrem Lust verloren habe, das Spiel überhaupt zu zocken. Genau, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, aber das war wirklich sehr, sehr, sehr heftig. Also so performance-technisch ist das so das Einzige, was mir im Kopf geblieben ist. Ja, so ging es vielen Spielern 2022, inklusive mir. Also da war es Ja. über einen längeren Zeitraum einfach immer mal abwechselnd, aber richtig flüssig lief es fast nie. Also das ist, kannst du dir vorstellen, wie ein Monitor, der so 50 Hertz hat, so über lange Zeit dachte man, ist okay, und dann hast du einen mit 120 Hertz. Alle Gamer werden jetzt denken, ach nee, ich kann nicht mehr zurück, geht nicht. Augenkrebs. Also das schon stark. Gut, perfekt. Wenn es so weitergeht, halbe Stunde sind wir durch. Nein. Und zwar das zweite Thema. Jetzt kann ich es natürlich nicht lesen. Was habe ich mir hier aufgeschrieben? Perfekt. Nein, Stark. Quatsch. Alles gut. Und zwar so allgemein. Also ich glaube, es fing schon 2022 an. Ich konnte es mir jetzt nicht angucken. Aber über das Jahr gab es ja verschiedene Beta-Tests. Beta allgemein. Für mich ein interessantes Thema. Ich würde jetzt sogar noch gar nicht so viel sagen. Ich habe mir noch ein paar Stichpunkte gemacht, aber wo wir noch mal speziell drauf reden können. Wird jetzt einfach wieder in die Runde geben. Ein paar Gedanken einfließen zu dem Thema. Also ich persönlich bin ein Riesenfan davon, dass jetzt so viele Betas gemacht werden. Ich höre auch immer wieder kritische Stimmen, dass es zu viele gewesen sind. Jetzt im Moment sind ja gar nicht so viele, aber also jetzt gerade zur Zeit. Aber ich fand das immer eine feine Geschichte. Also ich finde das auch schön. Zum Beispiel beim Necromancer wurde man sehr früh mitgenommen und ich finde das schön. Mir gefällt das sehr gut, muss ich sagen. So kann man wirklich viel Input geben. Ich weiß auch, dass nicht jeder immer so zu 100% zufrieden ist, also es gibt Spieler, die geben sehr viel Input und davon kommt dann tendenziell relativ wenig an. Also das ist auf jeden Fall das, was ich so als Feedback kriege. Aber ich glaube schon, dass auch viel Feedback umgesetzt wird. Ich denke, man kann nicht alles an Feedback umsetzen, aber ja, ich finde es eine feine Geschichte. Ja, sehe ich ähnlich tatsächlich. Vor allem, weil Player Games hat ja auch ein eigenes Bild von gewissen Klassen eventuell und die wollen dann dementsprechend so eigene Dinge umsetzen. Ich finde cool, dass man auch als Spieler so ein bisschen das Gefühl hat, mit an der Entwicklung des Spiels beteiligt sein zu können und vor allem auch einfach frühe Eindrücke zu bekommen, wie das dann später aussehen kann. Das gefällt mir sehr. Ich selber nehme es leider nicht so oft wahr, wie ich wollen würde. Es gibt definitiv Leute, die auch echt viel ihren Spaß daran haben, alles auszuprobieren und eventuell auch schon Bugs zu finden oder sonstiges und das so weiterzugeben. Ich finde das super und ich bin auch offen für regelmäßige Betas, die man so ausprobieren kann. Ich finde das auch echt witzig, dass man öfter mal so, wenn es Closed Betas gibt, dass man da auch so Keys verteilt, einfach in Giveaways oder so, die man die gewinnen kann. Ist auch was Schönes, dass man einfach ein bisschen, ja, der Community eventuell auch wieder was zurückgeben kann, weil wir alle kriegen ja teilweise Beta-Keys auch zum Verlosen. Aber ja, ich finde es richtig, richtig gut. Also finde ich wirklich richtig geil. Das sieht man nicht in jedem Spiel, dass man da die Community so mit einbindet wie dort. Thema Beta-Keys, die sind ja limitiert, ne? Auf 500, das war doch so, oder? Mhm. Ich glaube, Also 500 plus Nicht minus. ganz. Die ersten Ja. 500 kommen rein und dann gibt es noch Codes, die dann zusätzlich gibt. Also ich selber bin ja jetzt nicht an den Beta-Keys interessiert, aber ich bin ja gerne mal in vielen Talks. Und da musste ich feststellen, dass so 2, 3 Leute, die sich eigentlich sehr gut mit dem Spiel auskennen, die gar nicht an, ich sag mal, solche Codes rankommen, die da auch wirklich sehr gerne mitwirken würden. Ich weiß nicht, so Beta-Tester, ja, so richtige, ich weiß nicht, ob es da Qualifizierte gibt, so Leute, die halt auch irgendwie seitens Player da agieren, auch jetzt bei uns in der Community. Dass man vielleicht da ein paar Leute mehr hat oder so, ne, die dann quasi die Möglichkeit haben, sich da zu bewerben als Beta-Tester. Ich weiß nicht, ob die jetzt rar sind oder ob es da dann doch schon mehr Leute gibt.
Ja, weil irgendwie zweimal war das schon so, an 2 verschiedenen Beta-Servern, dass immer Leute irgendwie da waren, die hatten, ne, viel von sich preisgegeben, haben gesagt, ja, ich kenne mich so gut aus mit dem Spiel und irgendwie, die versuchen die Codes, um da 3 Ecken zu kriegen, ne, dass man da vielleicht irgendwie versucht, auch die richtigen Leute, ne, irgendwie ranzukriegen. Weiß ich nicht, was eure Eindrücke da so sind oder ob ihr auch welche Leute kennt in der Richtung. Was ist Aber denn es der ist- Grund, warum nur so wenig Spieler zugelassen werden eigentlich? Was ist denn da das Problem eigentlich? Weißt du das? Ich würde mal, also ich kann da auch nur ein bisschen mutmaßen. Es gab ja vorher mehr, aber ganz im Ernst, wenn 500 Leute plus, ich sag mal 100 Leute durch Codes mitmachen, das ist 600 mal Feedback. Selbst wenn nur 10% Feedback geben, hast du 60. Okay, das wäre wenig, aber das wäre auch bodenlos, wenn nur 60% Feedback geben. Ja, aber die meisten wollen halt einfach nur drauf spielen, denken, juhu, guck mal, ich bin einer der Ersten, aber der Ja, Sinn aber ist nicht ja von doch, denen, die die Codes kriegen. Die melden sich dann extra zum Beispiel bei Mo im Stream oder sonst wo. Und die wissen ja ganz genau, dass es dann an dem Tag Beta-Keys gibt. Also, das handhaben ja schon viele so. na gut. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich noch gar nicht so, also ich habe, klar, dass man selber einen Code bekommt, ja, aber tatsächlich habe ich noch nicht, ich habe auch nie nachgefragt, glaube ich. Muss ich auch machen. Zum Verreffeln gar keine gehabt. Aber das gutes Input. Ich finde aber auch, dass man vielleicht mehr auch freigeben kann. Also zu der Beta, es ist halt immer die Frage, wie die Performance vielleicht auch dort maximal gewährleistet wird. Also es ist ein Transistor-Thema, würde ich noch mal aber erstmal zurückführen wollen. Ich würde erstmal noch mal wissen wollen, gerne, Dira, kannst du dich an eine Beta erinnern, speziell in diesem Jahr, wo du aktiv gespielt hast und eine Meinung dazu, wie das für dich war? Also ich erkläre auch dann, warum ich so gefragt habe. Okay. Ja, allgemein hatte ich noch 2 Ideen zum Thema Betas. Achso, ja, dann. Generell finde ich super, und ich fasse es dann jetzt nur super kurz zusammen. Generell finde ich super, dass es jetzt mehr Betas gibt, weil das ist das Schlauste, was du in einem zeitgemäßen Format halt machen kannst, die Leute mit einzubeziehen, die Leute testen zu lassen. Im Endeffekt nehmen dir die Leute Arbeit ab, wenn du es so willst. Es ist halt einfach schlau. Und zur Limitierung der Beta-Keys noch. Ja, man sollte vielleicht schauen, dass bestimmte Nutzergruppen oder Zielgruppen, von denen man weiß, dass die das wirklich ernst nehmen und wirklich auf Herz und Nieren testen würden, die Beta, dass man denen es vielleicht im Zweifelsfall vereinfacht, auf den Beta-Server zu kommen oder was auch immer, weil dass die dann halt entweder unter den ersten 500 sein müssen oder zur richtigen Zeit im richtigen Stream sein müssen, um vielleicht einen Beta-Key gewinnen zu können, die ansonsten sich aber den Hintern wegtesten würden und richtig nützliches Feedback geben könnten, aber die Möglichkeit einfach nicht haben, weil sie keinen Key kriegen, das ist halt schon ein Problem. Anyway, ja, ich habe bei nahezu allen Betas mitgemacht. Und ich muss sagen, ich habe alle soweit auch echt genossen. Ich fand es sehr, sehr cool, super early sich die Expedition anzugucken und einfach da schon mal auszuchecken, wie funktionieren die, wie kann man die so ein bisschen min-maxen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut, Feedback weitergeben direkt, was man für Bedenken hat. Einfach ja, dieses direkte, du kannst dir das Feature, die neue Klasse, was auch immer, vorab angucken, kannst direktes Feedback geben und siehst zum Teil, klar, du wirst nicht die einzige Person gewesen sein, die exakt dieses Feedback gegeben hat, aber du siehst vielleicht in der nächsten Beta schon das eine oder andere, was du kritisiert hast, was du an Verbesserungsvorschlägen gegeben hast, schon umgesetzt und das gibt einfach auch ein super gutes Gefühl. Ja, von daher absolut positiv die Betas. Gibt es jemanden in der Runde, der vielleicht das ganz anders sieht? Vielleicht, also, ich frage nur aus Neugier. Piccolo? Nee, ich kann mich dem nur anschließen. Ich finde es nice, dass die Leute auf die Community hören von Playa. Das siehst du ja bei anderen Entwicklern, dass es zum Teil gar nicht gemacht wird aus anderen Games. Und was ich noch ganz nice finde, ist, dass die Leute halt random Level 4, 5 oder 600 sind. Damit du wirklich aus allen Bereichen die neuen Features auf Herz und Niere überprüfen kannst. Und es ist immer ganz cool, das ist ein kleiner Gamble, welches Level du bekommst. Ja. Ich habe, also derer, warum ich auch so gefragt habe, mir war tatsächlich fast schon gar nicht mehr klar, was wir alles an Betas hatten. Ich sage mal, der Bursey-Nerf wurde in der Beta dieses Jahr, also der wurde ja umgesetzt dieses Jahr, aber der wurde auch vorher in der Beta
getestet. Und der wurde, glaube ich, 1:1 so umgesetzt wie in der Beta. Wir hatten Druiden und Barden. Teilweise mit 2 Betas, also Beta 2.0. Dann natürlich Expedition hast du angesprochen. Necromancer hat Chefe angesprochen. Wie ist das für dich jetzt zum Beispiel, Basi, wenn du aus den Erfahrungen, die wir jetzt in diesem Jahr gemacht haben, wie würdest du das jetzt weiterführen an Players Stelle mit den Betas? Ja, also ich würde halt einfach mehr Keys rausgeben, weil ich sag mal so, es gibt 214 Server, glaube ich gerade, oder 212. Wo ist das Problem, wenn man jetzt einen weiteren Server hat, komplett für die Beta? Warum muss man den auf irgendwie 500 bis 600 Spieler limitieren? Weil umso mehr Spieler eigentlich, umso besser für die Auswertungen von dem Feature, was man da testet oder nicht. Oder sehe ich das falsch? Ich würde fast behaupten, die Limitierung ist nicht technischer Natur, sondern eher so ein. Dass das halt was Cooles ist, um einen Beta-Key bekommen zu Marketing haben. Marketing so ein Ja. bisschen. Ne? Ja, Okay, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass wenn jeder Zugriff drauf hat, dass das Ergebnis eventuell sogar verfälscht werden könnte, weil dadurch, dass es so exklusiv ist, wird das tendenziell auch viel ernster genommen. Ja. Ich könnte mir zu 100% vorstellen, dass wenn das jeder machen könnte, dass da auch irgendwie 100, 200 Trolls mit dabei sind, die vielleicht einfach nur Scheiße mitgeben und das Ergebnis irgendwie verfälschen. Also ich verstehe den Sinn der Exklusivität, weil man das dadurch einfach schlichtweg ernster nimmt und auch als was Besonderes handhabt. Ja, wenn du Leuten was kostenlos gibst, sag ich mal, behandeln sie es dementsprechend auch so, auch wenn das jetzt ein bisschen hart klingt. Das trifft natürlich auch nicht auf jeden zu, aber ich würde behaupten, dass es definitiv gar nicht mal so schlecht ist, dass es was Besonderes ist. Aber es kann mehr sein auf jeden Fall. Das sehe ich Also- aber auch so. Also ich sehe auch einen technischen Aspekt, und zwar, wenn man es jetzt nicht limitieren würde und es würden vielleicht, sagen wir mal, 20.000 Leute darauf spielen und jeder Zweite würde Feedback geben, dann muss ja diese 10.000 Feedback-Dinge auch erstmal verarbeiten und dass man es deswegen vielleicht begrenzt. Klar, ich wäre auch dafür, dass man noch ein paar mehr Keys raushaut, gerade wie Derafin meinte, für die Leute, die halt, wo man halt wirklich weiß, sie sind tief in der Community. Die sind sehr tief im Spiel drin und investieren da viel Zeit und die da auf jeden Fall testen, dass man so ein paar Leute noch mehr ranholt, aber dass man es halt trotzdem begrenzt auf eine gewisse Anzahl, dass es halt nicht so Overflow ist, sonst kannst du es halt natürlich auch alles nicht verarbeiten. Mhm. Tatsächlich Ja, kann. Oh, ja. Basi? Ich bin Nee, Moderator, ich mache am Schluss. Ihr habt Vorrang. Gerne kann reden, wer will. Na, aber du hast doch was gesagt, Basi, oder? Ich habe ja okay gesagt. Ach so, ja, okay. Alles klar. Was denn? Rede doch! Ich wollte Richtig. noch kurz anfügen, man sieht ja auch an den Tickets, dass einfach nicht so unendlich viele Kapazitäten da sind. Also, wenn es so viele Leute gäbe, die das alles verarbeiten könnten, dann hätte man nicht innerhalb von teilweise zwischen 2 Tagen und 2 Wochen eine Antwort. Was jetzt überhaupt kein Bashing sein soll oder ein Front. Ich meine damit nur, wahrscheinlich sind die Ressourcen nicht da, sich dieses ganze Feedback durchzulesen. Weil ich kenne Leute, die spielen eine Beta und schreiben dann 6 bis 8 DIN A4 Seiten voll mit Feedback, was zwar geil ist von der Informationsinhalt, aber es ist auch viel zum Verarbeiten. Die Leute müssen sich das durchlesen, das verstehen, daran arbeiten. Das ist viel. Interessant, cool. Also sehr, sehr viel Input. Ich gehe eigentlich mit allem konform. Also ich kann auch alle Ideen verstehen. Ich glaube, dass es ganz gut wäre, wenn man sagt, diese Random-Freilosung ab Zeit, First Come, First Serves, sollte man nicht erhöhen. Vielleicht noch für Creator die Chance geben. Ich weiß gar nicht, was möglich ist. Vielleicht noch ein bisschen mehr für den Creator rauszugeben, dass er an Leute auch, wo er weiß, dass keine Trolls sind, die Chance hat, auch mal den einen oder anderen damit zu beglücken. Aber ansonsten, finde ich das super. Ich muss mal noch weiter ausholen. Ich weiß nicht, wie aktiv ihr alle so 2022 wart. Das kann ich jetzt nicht, ihr seht mir nach, dass ich das nicht einschätzen kann. Ich weiß aber, wie ich 2022 oder 2021, ich sag mal 2020 folgende bis 2022 in diesem Zeitraum, was ich immer wieder gesagt habe, und da gab es Fälle, wenn ich zum Beispiel Serverboycott W42 einfach nur mal in den Raum werfe,
Beim einen klingelt's, beim anderen weniger. Ist wurscht. Es gibt noch mehr Beispiele. Bugs, die aufgetreten sind, was auch immer. War fehlende Transparenz, habe ich Bleier unter anderem, wie auch andere, sehr häufig vorgeworfen. Und würde ich auch nach wie vor vorwerfen. Die Beta und beim Necromancer noch oben drauf gesetzt, vorher die Umfragen. Das hat mich richtig geil geflasht, weil auch wenn man vielleicht das Gefühl hatte, das sind Ideen, die ich besser finde, die dann nicht umgesetzt werden. Ich fand zum Beispiel Necro war für mich nicht die interessanteste Klasse, aber das ist subjective. Viel mehr Transparenz kannst du ja gar nicht mehr geben. Wenn du die Spieler sogar in den Entwicklungsschritt schon mit reinnimmst, zumindest mit dem Voting, damit man erstmal in die grobe Richtung geht. Und sie haben sich daran gehalten. Der Necromancer wurde Schritt für Schritt so aufgebaut wie in den Votings. Und natürlich sind Ideen über die Beta reingekommen. Der Necromancer wurde ja, glaube ich, in verschiedenen Stufen getestet. Dann korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich habe nicht jede Stufe mitgenommen, weil, wie gesagt, der Necromancer für mich nicht ganz so interessant war. Aber dieser Entwicklungsschritt war für mich so das, wo ich so gedacht habe, auch bei den Expeditionen, das ist das, was ich jahrelang seit meinem großen Comeback eigentlich mit allen Problemen immer gefordert habe, Transparenz. Und dazu noch die Producers Notes, kann man noch erwähnen. Das ist richtig, richtig krass, wenn man überlegt, dass es immer noch eigentlich ein Browserspiel ist. Sowas machen große Entwicklerstudien nicht mal von AAA-Games. Sollten das machen sie es nicht. Die kriegen trotzdem genug Kohle. Und das das ist jetzt auch nicht, weil das ist nicht sponsored reinschreiben, das ist einfach wirklich so. Wenn die das nicht gemacht hätten, wäre das Game, früher haben wir gesagt, es ist tot, dann kommt Content-Updates. Jetzt sind diese Service-Strukturen wichtig. Und es ist nicht alles perfekt, aber habe ich mir hier erwähnt, muss ich sagen. Also das ist für mich ein ganz wichtiges Thema gewesen. Es gab auch noch andere Themen, aber die ich geil fand, aber für mich ein ganz großer Mehrwert einfach, der darüber gekommen ist. Und ich hoffe, die machen es so weiter, gerne mehr Codes, aber ansonsten müssen die es so weit, wichtige Entscheidungen, die früher einfach da waren, plötzlich, wo die Leute sagen, warum? Gab es, ich weiß nicht mehr, was es war, aber es gab es. Und das ist durch diese Betas einfach, die können dort jeden Scheiß reinbringen in die Beta. Wenn die Leute dann sagen, die Community, das geht so nicht und das wurde zu 90% erfüllt, die Sachen, die da angesprochen wurden, top. So, sorry. Das war jetzt so mein hatte ich schon bei Erstellung meines Scripts hier noch ganz kurz was zum Necro, Klar. auch was Positives. Wenn man jetzt mal anschaut, die zwei Klassen vorher, Druide und Bade, der wurde so hin und her gebastelt und dann konnte die Form wechseln, das war dann aber irgendwie doof, hat nicht funktioniert. Und jetzt haben wir den Necro, der ist abwechslungsreich, der ist optisch cool designt, der ist auch wohl sehr gut balanced und einfach eine Klasse, die jetzt nach 2 Beta-Tests eigentlich komplett fertig ist und eigentlich alles gut ist, wie ich finde. Und da sieht man ja da auch daran, dass die Beta auch wirklich was gebracht hat. Im Vergleich zu den 2 vorherigen Klassen, die 3-mal geändert wurden oder beim Druiden, glaube ich, sogar noch öfters. Und ja, das ist einfach so. Das Einzige, was mir so ein bisschen gestört hat an der Beta, war eigentlich nur, dass halt irgendwie so ein paar Details, dass irgendwie die Festung, dann hast du da irgendwie Festung, Hauptgebäude auf 20, das Arbeiterquartier nur auf 1. Oder du hast irgendwie Items, die ein bisschen komisch skaliert sind oder zu niedrig für dein Level. Und das waren so ein paar Details, die halt dieses Testen ein bisschen beeinträchtigt haben, aber insgesamt hat es ja schon sehr gut funktioniert. Ja, also wer noch Fragen bei Necromancer hat, ich weiß, du hast da sehr viel auch Video-Input dazu gemacht. Also ich habe mich daran auch orientiert damals, das weiß ich noch, bei meinem Beta-Test. Okay. Tatsächlich diese Spielmechanik, diese Balance, gutes Beispiel nochmal, Dankeschön. Ja, meiner ist jetzt Level 331, mein Necromancer. Aufholer, Kleiner Flex an der Stelle. Ja, Aufholer, ja. Ich habe auch einen gestartet, aber ich habe schon wieder gar keine Zeit gehabt. Der dümpelt bei 200 irgendwas rum. Habe schon wieder aufgehört. Das ist einfach nicht drin. Ja, also ich nehme schon mal so weit vor, dass die Expeditionen eigentlich auch ein interessantes Thema sind, aber so weit wird es heute nicht kommen können. Wir sind ja jetzt schon bei fast einer halben Stunde und ich habe noch 4 Themen, die so ein bisschen davor kommen oder von Zuschauern sind. Hat jetzt jemand noch was er noch zur Beta allgemein, zu den Klassen innerhalb der Beta, Changes, Magier, Kampfmagier, gab's auch? Als Battle Match Main tut's ein bisschen weh,
aber es wird irgendwann wieder besser. Also du meinst jetzt die erste Änderung des Battle Mages oder? Generell die Änderung, also dass der ja Generell, okay. schwächer ist, aber macht trotzdem mega Laune. Ich habe von einigen gehört, die Battle Mage spielen, dass es gar nicht so viel schwächer ist letztendlich. Also ich weiß nicht, kann ich, gerade im High-Level-Char-Bereich Also ist das? Es wurde ja also ich kann da auch ein bisschen was zu sagen. Ich habe ja auch einen Battle Mage. Der Feuerball, der wurde ja ein bisschen geändert, aber das ist auch, glaube ich, vor allem, weil er davor verbuggt war gegen Klassen. Gegen manche Klassen hat er mehr Schaden gemacht, als er eigentlich sollte. Ansonsten wurde die Rüstung angepasst. Das hat ihn in den Dungeons ein bisschen schwächer gemacht, weil vorher hat er immer safe diese 40% Schadensreduzierung, egal wie viel Rüstung er hat. Das hat ihn dann gegen höher levelige Gegner ein bisschen geholfen. Jetzt ist es so, dass er quasi diese Base-Value von den Items hat, wie ein Magier, die dann irgendwie mal 5 genommen wird. Und das nimmt ihm halt dann ein bisschen in die Power in den Dungeons raus, wo er ja eh schon hart am Struggeln ist. Das ist so ein kleines Manko, aber ich glaube insgesamt hat er jetzt nicht so arg drunter gelitten. Also wenn man ihn in Late Game hat und dann geht's eigentlich wieder. Das ist nur, wenn man mit dem pushen will, dann ist man halt noch stärker beeinträchtigt mit ihm, als man vielleicht eh schon ist. Das ist ja gut, dass Gorgos kein Battle Mage spielt. Ne? Wenn er pilzt. Oder ein Krieger. Ja, richtig. Ich bin immer noch zufrieden mit dem. Ja. Wobei, selbst wenn er scheiße wäre, würde ich ihn spielen. Also. Ja, was soll ich sagen, ja? Das ist die Liebe. An der Stelle gab es ja auch den Magier-Beta-Change. Ich weiß nicht mehr, wie er im Detail war, aber der wurde ja richtig zerfetzt. Und das wäre ein Beispiel gewesen. Hätten die das gemacht, also hätten die einfach wie 2021 Update, zack. Also, dann wisst ihr wahrscheinlich, dann hätte es aber richtig gekracht und deshalb auch an der Stelle, auch wenn es kacke war, nicht gewollt war, Feedback wurde angehört, das Thema hat sich erstmal in den Hintergrund gesetzt, würde ich jetzt mal diplomatisch sagen wollen, ja. Tastet bitte, wenn es geht, nicht die 3 Original-Klassen an, ja. Ja, oh ja. Das ist Ich glaube auch, das wirklich, wurde rausgehört. Ja, definitiv. Cool. Hat jemand sonst noch was er einbringen möchte zu dem Thema? Ja. Nur, dass das nicht schlimm ist, dass wir heute eigentlich gar nicht vielleicht viel über Expeditionen sprechen, weil ich glaube, 2024 wird dann das sinnvollere Jahr, um über Expeditionen zu sprechen, weil die ja noch nicht an dem Punkt sind, wo sie so ganz fertig sind, möchte man meinen. Also, ja. Es wird ja immer noch dann geschraubt. Richtig. Von daher lieber dann nächstes Jahr drüber sprechen. Ja. Mach mal so. Gut. Zum ersten. Dann kommen wir mal zum dritten Thema, was noch ein bisschen so chronologisch ist. Danach kommen noch mal 3 Zuschauerfragen. Die einzigen 3, die da waren, Kappa. Und zwar, es sind so verschiedene Steps, ja. Nein, das ist alles gut. Ich weiß nicht, wie weit wir darüber reden können, beziehungsweise wie deep wir da mitgeht. Einführung des Shakes and Fidget Accounts, gleichzeitig Webshop. Also es ist so relativ innerhalb von einem Monat passiert, offiziell, wenn ich das richtig nachgelesen habe nochmal. Kann man jetzt als Spielersicht sehen, aber auch aus Creator-Sicht gerne auch so dazu was sagen. Ich würde es wieder erstmal in die Runde geben. Also der SF-Account, den finde ich ja generell cool. Also der hat mich ja von vornherein begeistert. Und das ist schon schwer. Also es war komplex erstmal, aber es war irgendwie, es hat mich so geflasht, mich da reinzufuchsen. Ich habe sogar das Ding vorgestellt in einem Video. 8 Minuten, 9 Minuten Video habe ich das Ding vorgestellt. So einen Scheiß mache ich nie, ja. Und ich habe da dann ich habe 3 E-Mails, ne? Und ich habe 3 verschiedene SF-Accounts. Ein normaler, gesund denkender Spieler macht sowas nicht, ja. Also es ist unique, sage ich mal. Und ich finde, man kann da, je nachdem, welche Spielweise man hat, ja, oder wenn man die Charaktere quasi splitten will, so wie ich, ja, zu bestimmten Thematiken, dann kann man sich quasi mit, ich sag mal, einer zweiten E-Mail so ein paar Chars zur Seite legen und dadurch macht das Ganze ein bisschen flexibler. Aber
der Sinn dahinter ist eigentlich nur der, dass man eben halt alle Charaktere quasi in einem Account hat, dass man quasi den Server so generell nicht immer irgendwie abändern muss. Damals auch im Browser gut, man hat die Tabs gehabt, aber jetzt hat man quasi alle in einem Blick mit der Stufe, mit dem Namen und auch dem Aussehen und so. Und ich finde die Übersicht auch generell da einfach viel cooler. Außer es wird natürlich zu viel. Ja, in meinem Fall ist es jetzt egal. Aber ich denke mal so, wenn man 3 Mains hat, ne, das sieht halt einfach geil aus. Ja, links, Mitte, rechts. Ich finde, das Update ist auf jeden Fall geil. So von meiner Seite aus. Frage an Gorgos. Aber war es nicht ohne Jackson Fidget Account auch so, dass man die Charaktere so in der Übersicht gesehen hat? Lokal dann? War doch auch so, oder nicht? Ja, diese Lokale kam ja erst mit dem SF-Account dazu. Dieses lokale Schaltfläche. Nee. Ja, ich wollte es nicht ansprechen, aber ja, also die Übersicht an sich gab es schon, wenn man also selbst Ach auch über den so, Browser. ja, dieses Ding, wo sich dann zur Seite dreht. Aber es da. ist jetzt praktischer. Jetzt muss man Ja, nicht mehr jeden Charakter einzeln reinholen. Das ist schon praktischer. Ja, genau. Und du kannst kategorisieren, was Gorgos Ja. meinte. Du kannst zum Beispiel auf einer Mail, das ist eigentlich eine gute Idee, darauf bin ich gar nicht gekommen, deine Nee, Hauptcharaktere haben und auf dem anderen Account praktisch dann, wie ich habe ja auf jedem Server, wo ein paar Creator spielen, Progress-Char, und es sieht halt gestackt schlecht aus, oder scheiße eher gesagt. Und wenn du es so kategorisierst, sieht eigentlich ganz nice aus. Ja, gerade auch weil ich ja jetzt durch diesen SF-Account anders spiele, weil ihr sagt, das ist ja sowas Ähnliches gewesen. Ich spüre halt jetzt einfach bei der Auswahl des Charakters einen enormen Unterschied. Ja, ganz davon abgesehen, dass ich mich auch kaum mehr an das vorherige erinnere, wie man da so rumgeklickt hat, ne? Aber ich merke diesen Unterschied einfach beim Gameplay und deswegen, ja. Ich finde das einfach nur gerade so knuffig. Entschuldigung, das ist eigentlich voll off-topic, aber ich finde es süß, wie Gorgi sagt, er spürt den Unterschied, während er sich zwischen seinen 50.000 Dämonenkriegern hin und her lockt. Ja, aber der Unterschied ist krass. Safe. Ja, ich kann's ja nicht, ich bin ja, weiß nicht, ich komme damit klar, ich denke drüber nach und so, ja, ist es geil, ich habe mich dran gewöhnt, aber während ich so diesen Film fahre, entferne ich mich irgendwie von dem Verständnis von den anderen, die gucken da so blöd, die haben gesagt, hey, das ist doch das Normalste der Welt. So, ne? Hier, Raid Boss Nunu, ne? Ich so, boah, wie ist jetzt? Mach mal so Dämonenjäger, Dämonenkrieger Battle, ne? Auf Fusionsservern. Ja, ich habe 38 von 50 gelöscht. Ne? Ich denke so, Bruder, und wer ist wieder da? Die Dämonenarmee, genau. Ja. Ich bin der einzige Kranke hier, ist so. Also, was soll ich dazu Ich habe noch sagen? keinen gelöscht, aber ich hab's vor. Alles Nee, was rot, ich hab's noch gesehen da. Die gehen alle weg. Das waren nur die 50 auf den internationalen Welten, also die 50 zusätzlichen. Die 50, die ich gespielt habe, die sind noch alle aktiv. Okay. Nee, was ich so aus so einem rein pragmatischen Grund auch praktisch finde, ist einfach, wenn man jetzt zum Beispiel auf ein anderes Gerät switcht, man geht aufs Handy, ist dann noch nicht eingeloggt, loggt sich einmal ein und gerade wenn man mehrere Chars spielt, alle direkt verfügbar, easy. Großer Punkt, Ja. ja. Es ist auf jeden Fall ein großes Quality of Life Improvement, also sehe ich ähnlich, gerade wenn man auf verschiedenen Geräten spielt. Was ich cool finde, beziehungsweise was für mich noch ausbaufähig wäre, ist halt, dass es eventuell ein automatisches Sortiersystem eventuell noch geben würde oder quasi Ordner, womit man ein bisschen besser priorisieren kann. Ja. Ja. Das wäre geil. cool. Also Das es wär ist, geil. es ist gut, wie es ist, aber ich finde, man könnte es noch verbessern. Und was mich massiv nervt, ist, aber vielleicht ist das auch nur ein Problem, weil man Creator ist und so viele Accounts hat. Irgendwann verlierst du trotzdem die Übersicht, wenn du so viele Accounts hast. Und dafür so ein Ordnungssystem noch haben zu können, wäre cool. Und außerdem wenn man einen Charakter noch hinzufügen möchte, fuckt mich auch übel ab, dass das ganz links dieses Plus ist. Ja. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum sie es nicht unten neben das Charakterverknüpfen gelegt haben. Weil das stört mich massiv, dass das diesen einen Platz wegnimmt. Mhm. Ich glaub, 30-40% der Zuschauer gehen jetzt gerade in den SF rein, um zu gucken, was meint der denn da? Ja, Das Aber ist ist Das ja, Line, Ja, es ist Ja. nervig mit dem Plus. Also das finde ich auch ganz schrecklich, muss ich sagen. das kann man definitiv, also es gibt genug Platz da. Ja, kann man sagen, wie es Das ist. war ja auch vorher anders. Ja, genau. Das finde ich sehr, sehr nervig. Aber Oder das ist packt halt, halt ans Ende.
Das wäre auch Oder okay. ja, das würde auch noch gehen, genau. Aber dass es ganz am Anfang steht, finde ich sehr, sehr nervig. Ja. Grundsätzlich ist es in jedem Fall besser, weil wenn du dich auf neuen Geräten anmeldest, da alle deine Accounts, das ist super. Gibt es auf jeden Fall eine Verbesserung, aber es gibt noch so 1, 2 Quality of Life Improvements quasi, die ich mir wünschen würde, wie, keine Ahnung, Ordner, wo ich inaktive Accounts reinstopfen kann, die ich nicht mehr spielen möchte, aber nicht löschen möchte, weil man weiß Ja, nie. das ist richtig. So das zum fehlt mir Beispiel. auch noch. Das Managementsystem, das haben sie ja eigentlich, dieses Struktursystem wäre ja eigentlich möglich, ne? Also man muss ja bloß Ja. eine Ordnerstruktur noch drüberlegen, ne, letzendlich. Genau. An Ich der denke, das Stelle könnte mal kommen. würde ich tatsächlich gerne, das ist meine heilige Mission, gerade dieses Feedback wirklich durchzubringen. Im Endeffekt kann man, wenn man schon von Ordnern spricht, seine Charaktere ja eigentlich in 2 Charaktere unterteilen oder in 2 Ordner. Spiele ich noch aktiv und spiele ich nicht mehr, möchte ich aber auch nicht mehr löschen. Das heißt, wie geil wäre es, wenn man in der Charakterübersicht auf Verwalten klickt, ja, und sich dann schon dieses Overlay über die einzelnen Charaktere und Paneele öffnet. Wenn man dann da unten rechts in der Ecke ist noch ein bisschen Platz, wenn man da unten rechts in die Ecke so ein Auge macht und wenn ich dann beim Verwalten auf das Auge klicke, dann ist dann ein durchgestrichenes Auge. Und wenn ich dann auf Verwalten nochmal klicke, dann sind die mit durchgestrichenem Auge einfach weg und ich sehe sie erst wieder, wenn ich auf Verwalten klicke und das durchgestrichene Auge wieder zu einem normalen Auge mache. Genau sowas. Ach, Das Mann, ist ey, Klingt ja. richtig genial. Alle- mein Tier. Alle Windows-Nutzer, dieses Ding. alle Windows-Nutzer denken jetzt so an deaktive Geräte anzeigen, ja, oder ausgeblendete Oder wie Ordner bei- anzeigen, ja. Wie bei OBS ist ja im Prinzip das Gleiche. Wenn ich verschiedene in der Szene verschiedene Dinge habe, kann ich ja auch sichtbar oder unsichtbar machen. So dann. Ja. Und das ist ja auch gerade als Creator, wenn man so irgendwie so ein bisschen Streaming macht, wollen ja viele oft auch so eine Charakterbewertung. Und dann braucht man natürlich einen Char auf dem Server und entweder man loggt sich dann aus und macht sich einen lokalen Charakter, muss sich dann aber wieder einloggen. Oder man hat halt seine Charakteransicht mit lauter Level 1ern voll auf jedem Server und müsste die dann oder will die dann eigentlich irgendwann wieder löschen, aber das ist natürlich auch mit einem gewissen Aufwand verbunden oder jetzt müssen die dann sogar 30 Tage 30 dann halt Tage, ja. bleiben und ja, die Statistiken haben das ja schon so ein bisschen, dass man andere anschauen kann, aber einen bestimmten Charakter anschauen, da hat man dann halt doch einen gewissen Umweg, jetzt mehr Aufwand. Hat jemand, ich würde jetzt mal Piccolo direkt ansprechen wollen, hast du jetzt seitdem das gemacht ist auch schon also dich sitten lassen irgendwie? Oder wenn Piccolo nicht, dann jemand anderes, der das schon jetzt auch mal für sich eingesetzt hat oder jemand gesittet hat, alternativ? Ich Basi auf jeden Fall? habe ich noch nie sitten lassen. Mist. Schade. Dann muss ich an Also- Basi übergeben. Ja, also ich halt nur wegen meiner Videoreihe, halt wegen den Interviews, wo ich halt in manchen Charakteren drin sein durfte, ja. Und ja, War das jetzt schwierig für dich? Oder, nee, überhaupt nicht. oder? Ich glaube, es wäre schwerer gewesen, wenn die Charts noch lokal gewesen wären, aber das wäre, glaube ich, nicht mehr gegangen dann, ne? Weil da hätte ich, glaube ich, Angst gehabt, dass ich dass ich deren Charts dann auf meinen SF-Account verbunden hätte oder so. Das wäre Katastrophe gewesen. Also hast du dich ich weiß gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, also doch, reden kann man drüber, denke ich. Du hast dich dann auf deren Account angemeldet, weil der in einem Account, oder hast du den Server lokal bei Genau. dir hinzugefügt? Nee, also ich habe mich in den Shakes Fidget Account. Okay, nach den quasi. Sitting-Regeln quasi. Ja. Gut. Darf man ja. Ja. Alles klar. Aber ich tatsächlich noch überlege, ich habe Problem. tatsächlich noch einen Main-Char, der noch local ist. Aber ja, ich lese auch, ich kriege kein negatives Feedback mit, deshalb wüsste ich nicht, eigentlich Also müsste ich das auch mal anknüpfen. Man kann wohl sogar auch Charakter wieder entknüpfen lassen vom SF-Account, meinte mal jemand, wenn man den Support anschreibt, dann können die den auch wieder rausnehmen. Ja, das habe ich auch Wenn mitbekommen. man das für irgendwas machen will. Das Okay. ist, glaube ich, kompliziert, oder? Da muss ich ja Listen schreiben, Alter. Die denken auch so. Wie gesagt, also ich finde, das sind alles Dinge, die man in der Charakterwahl noch hinzufügen kann, dass man da einfach ein bisschen mehr freie Hand hat. Also das Ja. Feedback, was Dera da schon genannt hatte, ist ja schon nahezu gottgleich. Dass man einfach die ausblenden kann, wäre sehr cool. Dass man die Accounts eventuell fürs Sitten oder so vielleicht auch entknüpfen kann, wenn man sich so unsicher fühlt, alle seine Accounts hinzugeben. Dass man das selber machen kann, wäre super. Sortieren. Ja, das Sortieren wäre super, sonst auch noch. So wie es ist es schon gut, aber wie ich bereits schon erwähnt habe, ist es halt definitiv ausbaufähig. Es ist halt sehr simpel gehalten und simpel ist gut.
aber eben nicht perfekt. Ja, dann würde ich mal das zweite Teilthema rangehen. Ich habe es natürlich Einführung des Webshops genannt, weil es im Prinzip offiziell, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch so erst hieß, obwohl es diese Webadresse auch schon gab. Aber so diese Überschrift war für mich irgendwie immer der Webshop. Mittlerweile ist es ja mehr als das. Chef, wie war das für dich, so als das kam? Hast du das gleich aktiv genutzt, zum Beispiel, diesen Domain? Ich glaube, homesfgame.net. Aus Spielersicht, ich weiß nicht, ob du da auch Creator schon hattest, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ja, hau mal raus. Nee, also da war ich noch kein Creator und entsprechend habe ich die auch überhaupt nicht genutzt, weil ich ja keine Pilze gekauft habe und dann war die Seite komplett irrelevant für mich. Der Gratispilz. Ja, aber den gab's Den da gab's da noch nicht nicht. so am Ah, Anfang verdammt, an. okay. Ja. Ja, so kriegst du mich nicht Spaß. Ja. Den gibt's noch nicht so lange. Nee, deswegen war die für mich an der Stelle wirklich. Und jetzt, klar, hole ich mir den Gratispilz auf meinem Free-to-Play-Account, aber ja, vorher war die nicht relevant für mich. Okay. Muss ich gestehen. Ich hatte da, glaube ich, da werden ja auch schon mal sowas wie Abstimmungen angesagt, aber ich glaube, das war früher noch nicht so. Also zu der Zeit, als es auch noch keinen wöchentlichen Pilz zum Beispiel gab. Ich habe es nicht ganz genau im Kopf. Ich würde sagen, es gab es anfangs noch nicht. Das ist mir auch eher dann zufällig aufgefallen. Genau. Also, Ja, deswegen erstmal keine Relevanz. Es gab Ja, mal zu für mich. W50 eine Charakterbildabstimmung für verschiedene Auf Leute. der Home SF. nee, das war eine andere Domain dann, ne? Es Ja, waren, glaube ich, für ich jeden meine- separate Links oder Genau, so Ja, meine oder ich so. nämlich auch. Ja. Das war noch nicht da drauf. Deswegen war die so War- egal, ne? Aber das haben sie jetzt hinzugefügt, ne? Weil Let's Hugo Ja. war das doch so, genau. Ja, Das ist schon allen, Ehren. da Ist schon kam ja noch Ehren, ein paar. ja. Tatsächlich. Ja, andere Meinung vom Start her dazu? Wie seid ihr so warm geworden damit? Jan, du zum Beispiel? Mit dem Webshop, ja, bin ich schnell klargekommen. Mir gefällt der sogar, also ich habe da nichts dran auszusetzen. Hast du gleich Soweit. mit auch aktiv beobachtet oder jetzt erst eher später? Doch, ich bin da gleich rein in die Thematik, ne? Auch mit der Preisänderung, beziehungsweise, ne, so die erste Reaktion von den Leuten, ja, die Preise werden jetzt teurer, also höher und in dem Webshop bekommt ihr sie billiger und dann ist halt nur der Normalpreis geworden, wie der Preis halt schon immer gewesen war. Okay, würde ich halt immer noch dennoch empfehlen, da zu kaufen, natürlich. Ja, und ansonsten, ich finde, das ist schick aufgebaut, aber ich denke, das ist noch ausbaufähig. Da kann man noch so viele tolle Sachen in Zukunft auch reinbauen, die auch Sinn machen, gerade auch diese internationale Liste, die damit eingefügt wurde, dass man dann, ja, alle Spieler quasi dort eingeben kann, gucken kann, wer ist auf Platz 1, auf welchem Server, ne? Und das bietet halt Fläche für wirklich sehr, sehr viele Sachen. Ich denke mal, so die nächsten 2, 3 Jahre kann da noch so viel Stuff raufkommen. Ja, So. ich würd bloß schnell da einkeln. Also das Thema Statistiken jetzt ist auch sehr interessant. Das habe ich auch nicht bei mir jetzt auf der Liste für heute. Da kann man auch vieles drüber sagen, weil ich auch da Ideen habe. Aber je nachdem, wie viel Zeit wir noch haben, können wir das am Ende gerne noch mal separat bequatschen. Allgemein ist aber eine Entwicklung da. Piccolo, seit wann warst du aktiv auf der Domain oder bis jetzt erst oder warst du auch schon von Anfang an dabei? Aber ich war eigentlich von Anfang an mit dabei. Ich finde es auch ganz nice, dass da die aktuelle News immer mit dabei steht. Das ist eigentlich ganz süß. Hat sowas von einem Tagesblatt. Und was mich interessieren würde, wäre halt, wie viele Leute wirklich die Domain nutzen, um Pilze aufzuladen und wie viele es halt immer noch über einen Play Store machen oder über Steam oder sonst was. Das würde ich gerne mal sehen, wie viele Leute da wirklich Geld zum Fenster rauswerfen. Weil ich kann mir schon gut vorstellen, dass auf irgendeinem asiatischen Server irgendein Dude sitzt, der das nicht mitbekommt mit dem Webshop, einfach weil die Sprachbarriere oder sonst was da ist. Das Da musst du bringen gar auch nicht so ganz erstmal viele nach Asien oder so gehen. Das gibt's auch im deutschsprachigen Ja, Raum. das habe ich auch schon tatsächlich sehr oft mitgekriegt, dass es noch sehr, sehr viele Leute gibt, zum Beispiel, die über Steam oder so spielen, das immer noch so kaufen und nicht in den Webshop gehen, einfach weil es so unscheinbar ist, auch in der Ecke da. Viele wissen das gar nicht und fühlen sich dann echt ein bisschen doof tatsächlich, wenn man weiß, dass es über den Webshop doch um einiges günstiger ist. Ja, ist aber auch schwierig Meine? mitbekommen, weil sie es ja, glaube ich, nicht aktiv bewerben dürfen. In-game, Genau.
wegen Steam. Weil die sonst bestimmt aus dem Steam Store Das- gekickt werden. Wenn die bei das- Steam rausgekickt werden, wird's hart, denke ich. Das war ja damals auch das Thema, tatsächlich. Also die Begründung, klar, die Preisunterschiede, dass die über die 20% jetzt auf die Plattform eigentlich gehen und die das halt ummünzen und dadurch über den Webshop das nicht machen und die Preise für uns gleich bleiben. Aber tatsächlich hatte ich Stimmen gehört, die meinten, wenn die das dürfen die gar nicht. Jetzt habe ich aber mitgekriegt, anscheinend, dass auch bei anderen Spielen, wenn jetzt um Epic Game oder so, da gibt es tatsächlich einige Klagen oder Rechtsstreite, wo so ähnliche Themen sind. Also wenn da jemand mehr weiß, kann er gerne mal was dazu sagen. Ich habe jetzt das Gefühl, dass Player Games das anscheinend doch machen kann. Und das läuft ja jetzt auch schon eine Weile. Ich war da echt auch am Anfang, als ich das gehört habe, gespannt, ob das einfach so geht, tatsächlich. Und Stand jetzt scheint es ja zu gehen. Ich glaube, Playa ist aber einfach sehr vorsichtig, weil sie sich einen Rechtsstreit mit Steam, ich denke nicht, dass die es sich leisten Es ist ja können. nicht nur Steam, ne? Es ist ja Apple und Google auch. Also Ja, vor allen Dingen gut. auch, ne? Ja, Ist ich, ja auch. Ja, wenn man bei Steam drüber habe, dann steht da, glaube ich, einfach nur Community Page und vielleicht dadurch, dass man sich dann erst einloggen muss und dann erst der Shop kommt, ist es vielleicht nicht so unmittelbar. Was mich ein bisschen irritiert hat jetzt mit dem Webshop, ist diese Charakter-ID, die man hat, weil das ja theoretisch kann ja jeder, der die dann hat, für einen aufladen, was natürlich erstmal nicht schlimm ist, aber wenn dann vielleicht Doch. auf irgendwie, was vielleicht auf eine wenn auf eine fragwürdige Art aufgeladen wird, dann kann das natürlich doch Probleme geben und da sehe ich so ein bisschen eine Sicherheitslücke, muss ich ehrlich gesagt sagen. Deswegen Die- immer Charakter-ID Heiden. Die also größte verstecken. Sicherheitslücke war ja die, dass die Charakter-ID am Anfang nicht automatisch ausgeblendet war. Ja. Und Ja, das ja. hat ja jeden, Ja. mich auch. Ich habe auch, glaube ich, damals ein Video oder einen Stream. Dann habe ich es immer ausgegeben, habe es trotzdem an einer Stelle vergessen. Nach 10 Sekunden kommt ein Kommentar, Video öffentlich hier, hat man gesehen. Schönen Dank. Aber das weiß ich auch noch, ja. Das war die größte Sicherheitslücke, aber ja, ansonsten sind die natürlich sehr stark generiert. Also so einfach jetzt so eine Kombination richtig zu treffen ist, da musst du schon. Ja, sehr per viel Glück haben, Zufallsverfahren oder per Ja. Brute Forcing wirst du da jetzt nicht drauf kommen. Aber ja, eigentlich, ja, genau, der insgesamte Schaden, der passieren kann, ob sich der Aufwand lohnt, das ist halt echt auch ein bisschen tricky, ne? Also, ich wollte noch mal was sagen wegen dieser Steam-Geschichte und diesem Währungstausch wegen der Community-Page und so. Soweit ich weiß, ist das, was Player Games macht, tatsächlich legal, weil es halt eine Monopolstellung sonst wäre und das ist halt dann irgendwie verboten, weil du hattest das ja angemerkt mit diesem Apple-Rechtsstreit, den man hatte und da wurde halt argumentiert, dass so eine Monopolstellungen tatsächlich verboten sind mit so Abgaben und man deswegen das halt legal machen kann mit der Webpage und so. Da gab's, den Rechtsstreit hatte Fortnite sogar gewonnen. Zweimal. Fortnite war es, ja. Hm. Ja, Hm. genau. Fortnite. Ja, aber natürlich, klar war ja das Thema so mit den Preisen angeteasert und tatsächlich gab es aber auch schon Creator Codes, als das öffentlich kam. Die wenigsten, also auch ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich war von Anfang an, glaube ich, nicht dabei, ich weiß nicht mehr. Aber das Ganze hat natürlich angefüttert. Ja, die Creatoren haben das Thema weitergetragen, öffentlich gemacht. Natürlich hat es die breite Masse dann auch angenommen. Ich denke immer noch, dass manche nicht machen. Basi, zum Beispiel bei diesem Thema, hattest du da irgendwelche negativen Gefühle in dem Moment? Also als das so richtig so aufkam und klar, da haben alle dann drüber Videos gemacht, die das auch betroffen haben, natürlich den Creator Code, oder auch die gepartnert waren, haben sicherlich auch darüber Infos gemacht. Als du das Gefühl gehabt, also hast du da irgendwelche negativen Gedanken da automatisch auch? Als der Creator Code rauskam, jetzt meinst du? Oder? Allgemein, genau, so und dieses Thema Webshop, Creator Code und ja, soll vielleicht anlocken oder keine Ahnung. Also hattest du sowas speziell? Boah, nee, eigentlich nicht. Also ich finde es eigentlich eine gute Sache mit dem Webshop, ehrlich gesagt. Und ich sehe da exakt nichts Negatives, also überhaupt nicht. Jetzt war ich ganz kurz weg. Ich weiß nicht, ob ich nur weg war oder noch wer anders.
Also ich war da. Also ich habe gefühlt, so 3 Sekunden lang ist nichts passiert. Nein, okay, jemand anderes irgendwie, der meine Frage mit Ja beantworten würde? Also, das Einzige, was mir halt an Feedback zu Ohren gekommen ist, was halt so ein paar gestört hatte, das ist Killefits, aber dass man im Webshop nicht mit PaySafeCard bezahlen kann. Das ist ja heutzutage schon Standard und das geht im Webshop halt nicht. Das ist schon schade. Deswegen kaufen Leute teilweise teurere Pilze. Weil das Ich finde geht. sogar, das ist keine Kleinigkeit. Das ist definitiv was Ja. man auf dem Schirm haben sollte bei Ja, finde Playa. ich auch. Ja, wusste ich Also, gar nicht. Ja, Ist das ist immer noch so? Also Ja, nach wie vor? ich hab's gerade getestet. Ich hab's Ich hab das gerade gemerkt. nachgeguckt. Ach so, ja, habe ich nie drauf geachtet, weil ich halt nur PayPal nutze. Tatsächlich. Ich auch, aber es gibt viele, die das schon betrifft. Also es ist jetzt nicht so, als wäre es kein Problem. Ja, zum Zumindest Beispiel spielen auch, ein paar Zuschauer bei mir. zum Beispiel halt auch, wenn man dann Giveaways macht und dann Ja. kann man natürlich nicht direkt Pilze vergeben immer, aber wenn man dann Genau. PaySafeCard macht und die dann aber nicht direkt im Spiel einlösbar, ist es natürlich auch so ein bisschen ein Manko. Das wusste ich noch gar nicht, ey. Boah, krass. Aber das ist nicht nur PaySafeCard. Nämlich, ich habe eine Zeit lang über Amazon Pay aufgeladen. Das geht so schnell. Ein Klick und du hast, das Geld ist weg und du hast die Pilze drauf, ne? Da kann man ganz schnell süchtig werden, liebe Freunde, ne? Ja. Und ich sag mal so, das ist auch weggefallen. Dann, ich glaube, ich weiß nicht, wie lange das war, 2 Monate, ist mir auch aufgefallen so. Ja, hat mich vielleicht hier und da mal ein bisschen bewahrt, sage ich mal. Aber die Gründe da weiß ich jetzt leider auch nicht. Fakt ist, Amazon Pay ist wieder da. Das ist hat vielleicht was damit Okay. zu tun, dass in letzter Zeit was bei mir aufgeladen wird. Ja, warte, Jan, du meinst Zahlungsmittel im Webshop, Amazon Pay ist jetzt wieder da. Ja. Also Ist da wieder gab's da, schon das war da weg. gab's schon also weil das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich Ja. frage das jetzt nur, weil dann Okay. ich denke ja schon, dass da im Hintergrund auch gearbeitet wird. Ich wüsste jetzt auch nicht, warum eine PaySafeCard speziell nicht geht. Vielleicht geht es da um technische Schnittstellen. Aber Oder weil da noch eine Gebühr dabei ist, die dann wieder die Preise nicht rentabel machen würde, Ach so. wenn die Preise zu niedrig sind. Also keine Ahnung, wer jetzt. Es ist Ja, echt Preis interessant, ja. niedrig. Ja. Also die Pilze sind ja eine künstliche Währung, also die könnten, also die ist ja Stimmt. immer profitabel, oder nicht? Ja, stimmt. Nee, vielleicht verlangt dann halt die Firma PaySafe da irgendwie, wenn du die dann Abgaben. mit dabei hast, irgendeine Gebühr, keine Ahnung. Ja gut, aber aber die gut. Pilze kommen trotzdem aus dem Nichts. Und Genau, ob du die jetzt sind ja jemanden umsonst. hast, der dir 100 Euro überweist und du 100 Euro davon hast, oder ob du halt 10 Euro abgenommen bekommst, aber derjenige das zahlt, der ansonsten gar nicht gezahlt hätte. Ja. Ja. Ist halt immer noch umsonst. Ne? Aber gut, dann ist gut zu wissen, dann, falls ich nochmal ein Giveaway mache, dann gibt's halt Amazon-Guthaben. Ja, also tatsächlich, eine PaySafeCard doch ist immer noch ein bewährtes Zahlungsmittel. Jetzt sicherlich nicht mehr so, dass es jetzt 60% der Leute sind, aber Nee. Benutzen Schade. natürlich viele PayPal, aber gibt Gerade immer auch noch jüngere Leute Sowieso. benutzen Zum Beispiel, PaySafe-Cards. quasi, ja. Ja, ich wollte ganz kurz was ansprechen. Und zwar, das allererste, was mir zum Gedanken kam, als ich den Webshop gesehen habe, war, also bei mir sind ja Pilzkäufe egal, also das kam nicht in meine Gedanken. Aber das allererste war, und zwar kosmetische Gegenstände. Ja, da hatten wir schon mal einen Talk bei der Chefetage, zwecks Cosmetics. Und da dachte ich, die könnte man eigentlich voll gut da einbinden, ja, so Rahmen und Oh alles. ja. Das Oh stimmt. ja. Das stimmt wirklich. Da wäre der Webshop echt perfekt dafür. Ich sage auch, wie es ist, der Webshop hat einfach unglaublich großes Potenzial. Das hat er schon mit den Statistiken gezeigt, was da möglich ist. Und das, was im Spiel nicht umsetzbar wäre, wie in der Ehrenhalle oder so, kann man da machen. Und ich hoffe, dass die noch viel draus machen Mhm. und dass da noch wirklich viel kommt. Also ich sehe da eigentlich positiv in die Zukunft. Kleine Frage dazu, ich hatte es mir nicht notiert, ich habe auch nicht so viel mitbekommen davon aktiv oder nach wie vor. Hat der Webshop auch was mit den Twitch-Drops zu tun oder ist das separat? Ist Nee, separat. 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 Die Twitch-Drops waren Achievements und Ressourcen? Oder also. Unter Ja, anderem. Rahmen. mittlerweile gibt es auch schon mal Pilze oder Sehr, sehr gut für Free-to-Play, für Flügeltränke und Mainstar-Tränke. Genau. Tränke. Aber bei diesem Thema kosmetische Gegenstände, also hätte ich es mir aufgeschrieben, hätte ich gedacht, ob das auch über Twitch-Drops, aber dann läuft das separat. Also wäre das auch darüber möglich oder wäre das eher über Webshop? Wäre möglich, Ja. klar. Ich Ich Warum würde es nicht? mehr über Mit dem Webshop Rahmen fühlen, aber Mhm. möglich wäre es auch
mit den Drops. Also natürlich. auch, okay, Drops ist ja klar, ist ja ein Geschenk. Webshop wäre, Ja, ja. man will gewisse optische Sachen auch aktiv kaufen, quasi. Ne? Also so verstehe ich das. Okay, krass. Ja, ist sehr interessant. Also ich finde auch, der Webshop hat mega viel Potenzial. Danke für den Input. Und gerade, Sergio, wie du meinst, Statistiken, wie gesagt, ich könnte einen eigenen Stammtisch darüber machen, was ich da noch alles haben will und gerne. Und Basi wahrscheinlich auch. Weil ich SF-Game-Tools einfach nicht so kann, wie ich es bräuchte. Cool. Okay. Warum ich so gefragt habe, war, weil ich tatsächlich ein bisschen negatives Feedback also es ist nicht so, dass ich permanent Leute frage, aber man guckt ja so in den SF-Game, Tavernen-Discord und da wird auch viel geschrieben, dann gibt's auch, wie es auch in der Gesellschaft so ist, Leute, die gerne mal alles negativ sehen, andere, die berechtigte Kritiken bringen und alles. Und man hatte so einen leichten Anfluch so von Negativität im geringen Maße. Ich gucke auch in den englischen Chat teilweise. Habe ich damals sehr viel verfolgt und ich habe dann aber gemerkt, dass das eigentlich nur positiv rumgekommen ist für mich. Also auch als Nutzer. Was wird denn negativ angemerkt? Und es war eher dieses gesamte Thema, dass das so überhaupt gehandhabt wird und technisch und dass diese ich weiß nicht mehr warum. Also das kann ich nicht mehr 1:1 nachvollziehen. Es war nur im Bereich so ein bisschen, sollte es so ein bisschen in der Art Lockbait wurde es kritisiert. Also Finde ich nicht. Ich kann damals. Ich kann nachvollziehen, dass Leute sich darüber abfacken, dass du nicht alles auf einer Plattform an sich hast. Das ist für mich nachvollziehbar. Dass es einfach nervig ist, wenn du gegebenenfalls 2 Tabs aufhaben musst und immer mal hin und her gucken musst oder so. Das ist für mich durchaus nachvollziehbar. Das ist die einzige negative Kritik, die man eventuell dem entgegenwerfen könnte. Die ist auch, weil es halt einfach minimal umständlich ist. Aber ja. Will jemand noch was dazu sagen? Es gibt ja immer Leute, die bei egal welcher Neuerung einfach nur wegen der Neuheit dagegen sind. Also das ist ja eher so ein unzufriedenes Raunen, das würde ich nicht wirklich als mach mal Phantomime ein unzufriedenes Raunen. Was ja auch sehr praktisch ist, man kann jetzt halt einfach wirklich 1.000 € auf einmal aufladen mit Pilzen, einfach den Düsenjäger direkt holen. Der Düsenjäger. Aber dass das kein Düsenjägerbild ist, ich finde, das ist verschenktes Potenzial. Das war so angenommen in der Community. Es wurde nicht genutzt. Das muss man auch mal rauspicken, finde ich. Ja, aber auch da einfach mal ganz pragmatisch, dass sich Blaya halt hinsetzt und eine Lösung sich ausdenkt, einfach, dass die Preise konstant bleiben und nicht halt irgendwie 20% draufgeschlagen werden. Das ist ja auch einfach mal richtig gut. Das ist wirklich top. Das stimmt. Ja, also letztendlich deshalb, ich hatte es so auf dem Schirm und mir war klar, dass das rauskommt, was mir für mich persönlich sich auch in die Richtung entwickelt hat. Ich denke, die haben dieses Thema über die Preise überhaupt, um diese Plattform allgemein. Es war natürlich, die Spieler wurden drauf gelockt, das zu nutzen. Die Creatoren haben es unterstützt. Es ist ein Mehrwert für die Community. Jeder Creator-Code-Kauf, egal welcher Creator-Code zu welchen, ob es das für 5 € Sanduhren sind oder halt für 500 € Pilze. Es ist im Prinzip ein Mehrwert für alle, für den Käufer, für den Creator und halt für Player. Aber wie sich diese Plattform eben entwickelt hat, weil wenn man seit Anfang an dabei war und klar, diese News waren fast schon von Anfang an dabei, die haben nur nicht ganz funktioniert, beziehungsweise dieses Helpdesk, was auch immer mehr verknüpft wurde, hat ja ein ähnliches Design. Es fügt sich immer mehr zusammen und Sergio hat recht, du musst nach wie vor natürlich trotzdem jetzt aus dem Spiel raus, um das zu nutzen, aber die Vielfalt, die mittlerweile darüber da ist, ob es die Abstimmungen sind, ob es die Ankündigungen sind, ob es jetzt der Changelog ist, das Forum fällt weg, also als News-Plattform wird es das als Browserform sein, langfristig. Die Statistiken und alles, was da noch kommt, der Weekly Pilz, alle Entwicklungen, die verschiedenen Pilzpakete, Open-minded, ihr habt es schon angesprochen, ganz viel Potenzial. Ich glaube, dass das ein guter Weg war, nachträglich das so zu machen über dieses Preisthema, weil es die beste Chance war, überhaupt die Aufmerksamkeit auf diese Domain, auf diesen Home, SF-Game-Net. Mittlerweile ist es SF-Game-Home für mich und nicht mehr der Webshop, zu leiten und deshalb ein halbes Jahr jetzt später, grob, oder ein bisschen mehr als ein halbes Jahr, war das, denke ich, der richtige Weg. Und das lief ja auch alles relativ stressfrei. Also ich habe jetzt nichts gehört von wegen, dass Käufe da überhaupt nicht funktioniert hätten. Also nicht mehr als sonst, speziell jetzt über den Webshop.
Und das gepaart ja auch mit dem Account, das wollte ich vorhin noch sagen, dass ja alle Chars verifiziert sind. Und du über die Pre-Kaufphase, die es vorher zwar schon gab, noch besser dir die Pilze und Pakete zum Serverstart holen kannst. Also das gepaart mit dem Webshop ist halt auch geil. Du hast die Angebote, alles dabei. Du kannst es besser planen und du hast die Pilze an Tag 1 auch da und die Server-Performance ist da. Du kannst sie auch nutzen. Also das gab es 2022 so in dieser Form nicht. Sorry nochmal, dass ich das jetzt so weit aushole. Aber ich finde, das sollte auch erwähnt werden, weil das ist schon auch Arbeit, wo wir jahrelang gesagt haben, so viele unlogische Entscheidungen bei Shakes & Fidget und es ist alles relativ. Nicht alles 100%, aber im Groben ist es eine Linie, die auch Sinn ergibt. Und mit Hilfe der Community, alle Steps, die zwischenzeitlich nicht gut liefen, hat die Community gebracht. Und die Community kommt jetzt auch dran. Zuschauerfragen. Ich habe mir beim ersten auch den Namen eingelegt, der neue Let's Player. Der hat nicht nur bei mir im Stammtisch, sondern auch bei Basi speziell ein ganz dringendes Thema, über das wir noch mal reden wollen, wo ich mir auch eine Überlegung gemacht habe, die weiß ich nicht, ob die schon mal so besprochen wurde. Und zwar geht es um das Thema Botter oder Multi-Accounts. Botter-Gilden hatte er bei meiner ersten Frage auch speziell angesprochen, ganz trocken gefragt, was kann man dagegen tun, was ist indiziert. Hier habe ich im Vorfeld mit Basi gesprochen. Ich würde ihn dazu gerne mal erstmal reinholen, weil ich weiß, dass er sich mit dem Thema beschäftigt hat, dass er erstmal seinen Standpunkt da bringt. Da können wir nochmal drüber reden. Ja, erstmal die Frage, was kann man dagegen tun? Natürlich melden, ja. Nur die Sache ist, ich glaube, das größte Beispiel aktuell für Botter-Multi-Accounts ist die dritthöchste Gilde im Durchschnittslevel, die Los Mamelukos, glaube ich, heißen die. Die sind, glaube ich, noch dritthöchste im Durchschnittslevel. Ja, und die Gilde ist ja zu 95% besteht ja nur aus Bottern. Multi-Accounting kann man ganz klar sehen, wenn man sich die Spieler in eine Liste reinlädt. Die spielen alle genau gleich, alle Ratio ziemlich gleich, Festung sehr gleich und alles mögliche, Schmiede-Upgrades und alles. Ja, da frage ich mich, warum. Also ich weiß, dass diese Gilde schon mehrfach reported wurde. Da frage ich mich, warum da halt nichts gemacht wird. Und vor allem, Playa müsste das auch selber sehen. Dadurch, dass die Gilde so hoch ist im Ranking, ja, und sie wird halt gleichzeitig noch so oft gemeldet. Also das ist jetzt das prominenteste Beispiel so. Ja, ich finde es irgendwie komisch, dass da nichts passiert so. Aber generell auf meinem Server zum Beispiel, es gibt auch eine Art automatisches Bannsystem, habe ich festgestellt. Weil bei mir am Server war es so, dass sich die Rang 2 Gilde mit der Rang 3 Gilde fusioniert hat. Und gleich nach der Fusion einen Tag später wurden alle Spieler oder bis auf 2 oder so von der Rang 3 Gilde wurden alle gesperrt, ja? Und dann sind die Spieler von der Platz 2 Gilde wieder rübergewechselt. War ganz lustig. Also, es gibt anscheinend auch so ein automatisches System. Keine Ahnung, ob ihr das schon wusstet oder ob ihr da irgendwas drüber wisst so. Keine Ahnung. Hat wer was? Ja, das Wort an die Runde, ja. Sergio oder wer? Also, Er wollte was sagen. Bist du dir sicher, dass da ein Automatismus gegriffen hat oder ob da nicht tatsächlich was Menschliches vorgefallen ist? Ja, muss so ich fast glaube- schon so sein. Weil es kann eher, ich stelle es mir eher so vor, Leute wechseln rüber, stellen fest, oh, hui, irgendwie gehören die ja alle Accounts, die hier gerade rüberkommen, einer Person oder weiß der Teufel nicht was. Support-Ticket, festgestellt, Multi-Accounting, tschüss. Oder irgendwie so, keine Ahnung. Ja, auf meinem Server, dass da irgendwer irgendwas feststellt, ist ziemlich unwahrscheinlich. Okay, I don't know. Es war nur so eine Überlegung, weil also, dass es irgendwie automatische Bans gibt, ist mir halt komplett neu. Ja, dass es erkannt wird, dass es alles Spiele von derselben IP sind oder so, keine Ahnung. Sergio würde ich jetzt mal. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn es mal so ungewöhnliche Aktivitäten gibt, dass Playa Games da selber mal rüberschaut und kontrolliert, vielleicht auch die IPs irgendwie nachvollziehen will und dann dementsprechend auch handelt, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie sie es genau handhaben, aber vielleicht war das ja so, dass man gesehen hat, okay, da passiert jetzt was Ungewöhnliches, so eine Fusion und so. Schauen wir mal, ob da dann alles so rechtens ist. Keine Ahnung, ob das vielleicht hat man da dann durch Zufall einfach entdeckt, hey,
Was ist mit meiner Kamera los? Das passt ja. Vielleicht haben die das gerade zufällig bei Player entdeckt. Hey, was ist mit Sergios Kamera hat man dann los? vielleicht, Wir bannen einfach. Zufällig entdeckt, dass es dort irgendeine Anomalie gab und man dementsprechend auch gehandelt hat. Weil ich glaube nicht, dass es ein automatisches Bannsystem gibt, weil sonst wären ja, wie du selber schon meintest, die Leute, bei denen es auch offensichtlich ist, wären die weggebannt worden. Wobei ich mir da vorstellen könnte, dass die nicht weggebannt werden, aber das ist jetzt nur Aluhutgerede, weil die auch Geld investieren in das Spiel und man sich denkt, ja, warum sollte ich jemanden bannen, der mir quasi meine Hütte finanziert, so nach dem Motto. Ist halt ein bisschen schwierig zu beurteilen, aber ich denke schon, dass Player das Beste tut, so um die Mitte zu finden, weil es ist ja verboten. Das ist ja nun mal Fakt. Aber irgendwie müssen die ja auch sich über Wasser halten. Und wenn das nun mal die dicken Fische sind, die am Ende des Tages den Laden finanzieren, was willst du tun? Aber glaubst du, sie machen das? Glaubst du, sie würden das riskieren? Weil wenn sowas mal rauskäme, keine Ahnung wie, aber ja, also das wäre ja der Shitstorm des Todes, ja. Ich denk mal nicht, dass es absichtlich, sag ich mal, geduldet wird, sondern eher so, da vielleicht vieles unterm Radar läuft und solange da niemand irgendwie das meldet, wird es halt so vielleicht indirekt hingenommen oder halt zumindest nicht gezielt danach gesucht. Und ich würde zum Beispiel das Thema Botting auch so ein bisschen als Symptom sehen, also so ein bisschen, sag ich mal, warum botten denn Leute? Das wird halt wahrscheinlich sein, weil das Spiel einfach zu eintönig ist und da wird ja schon ein bisschen was gemacht, zum Beispiel mit Sanduhren kann ich Alu besser skippen oder Expeditionen will ja auch im Endeffekt die Abenteuerlust ein bisschen mehr spannender machen. Das kann ja vielleicht dann zumindest so ein bisschen entgegenwirken, dass die Leute nicht unbedingt zu irgendeiner Automatisierung greifen. Oder auch, was man vielleicht ansetzen sollte, ist halt beim Thema Gilde, weil 50 Leute wirklich aktiv in der Gilde zu halten, ist natürlich sehr schwierig, dass man kann vielleicht immer noch die maximale Anzahl an Mitgliedern bei 50 belassen, aber dass ich zum Beispiel auch bei Ritterhallenpunkte schon früher darauf kommen kann, wenn vielleicht Aktive die Ritterhallenpunkte ein bisschen overcappen können, um dann darüber auch auf die 1000 Ritterhallenpunkte zu kommen. Da hatte ich mir schon mal ein bisschen Gedanken gemacht, das wären vielleicht auch Ansätze, um dann ein bisschen diesen Druck rauszunehmen. Aber jetzt, ja, Steffe, du? Ich wollte nur kurz anfügen zu diesem automatischen Bannen, also das muss natürlich nichts heißen, vielleicht war gerade jemand da am Arbeiten, aber ich weiß noch, ich habe mal, da hat mir einer aus der Gilde geschrieben, ey, da ist jemand mit einem sehr expliziten Namen, also das war ja ein Wort, das man weder Vulgär. sagen noch, ja, nee, das war das N-Wort, kann man ja sagen, mehrfach in dem Namen einfach und da haben wir den dann auch mit, keine Ahnung, wir waren zu der Zeit 10 Leute, die on waren, vielleicht 15 Leute, wir haben den alle gemeldet. Und der war innerhalb von 10 Minuten gesperrt, aber es waren schon irgendwie 22, 23 Uhr. Also da kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass jemand saß. Aber ich weiß es natürlich auch nicht. Ich könnte mir nur halt vorstellen, ist ja auch bei Social Media so, wenn ein Beitrag von zu vielen unterschiedlichen Accounts gemeldet wird, dass dann was passiert. Einfach so präventiv. Also, dass dadurch quasi so ein automatischer Bann dann Getriggert erstmal wird, vorläufig genau. getriggert wird und dann wird das im Nachhinein überprüft, sowas in der Richtung, meinst du? Ja, kann ich Aber, mir schon vorstellen. aber dann wäre die Gilde ja gebannt worden, das ist die drittstärkste Gilde. Weil das waren ja anscheinend ziemlich viele verschiedene Accounts. Dann hätte der Automatismus ja aber auch greifen müssen. Ja, Nein. Ich meine erst, wenn der gemeldet wird. Ne? Ach so. Also, erst wenn was passiert ist, proaktiv. Ja, aber gut. die wurden ja schon mehrfach gemeldet. Genau, dass die von Also, die verschiedenen. wurden da schon gemeldet. Ja, das weiß ich. man müsste jetzt halt schauen, wer wen wirklich alles gemeldet hat. Also ist das jetzt spielerbezogen, also namebezogen, kann man mit einem Report mehrere, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ob das dann auch noch eine Rolle spielt, im Prinzip auf die Zeit auch hingesehen, wann diese Reports eingegangen sind, weil angenommen, du hast 20 Leute, die zwar jemand reporten, aber halt in einem gewissen Zeitintervall, sodass dieses automatische, was es vielleicht gibt es auch in anderen Spielen, dann noch gar nicht greift. Ich weiß es nicht. Es ist tatsächlich für mich ein Thema, ich finde es immer schade, weil die Zuschauer teilweise denken, dass uns das egal wäre. Das wird auch so betitelt, Creator speziell, und das ist leider falsch, weil das nicht der Fall ist.
wir melden Sachen, die uns auffallen. Ich zum Beispiel habe letztens bei so einer Nachricht in den Helpdesk eine Verlinkung, also im Game und auch auf der Webseite waren Verlinkungen falsch. Die haben nicht funktioniert. Oder es war über Social Media einmal. Das habe ich gemeldet, es wurde geändert. Wir melden Sachen, egal ob partnert oder nicht, an Player Games, wenn wir den Kontakt haben. Das ist erstmal Punkt 1. Punkt 2 ist, das Thema Botten ist, das ist der falsche Ansatz. Die offizielle Aussage, und da müsste man maximal aus meiner Sicht vielleicht auch ein Developers Notice oder sowas, vielleicht wie jetzt der Stand ist, welche Maßnahmen da überhaupt es gibt oder nicht. Sowas könnte ich mir vorstellen. Es ist halt nach wie vor schwer herauszufinden. Auch, das ist die offizielle Aussage damals gewesen, wahrscheinlich immer noch für den Support. Es ist eine Ressourcenfrage. Werktechnisch. Das kommt leider auch dazu. Was man machen muss, und Acclamator hat das auch nochmal zuletzt bestätigt in einem Chat, es muss gemeldet werden, so oder so. Also ohne dem kann man aufregen, man muss diesen Präzedenzfall, den man da hat, melden mit allen Indizien. Das ist erstmal das Wichtigste, was man machen kann. Einzeln als Spieler, wie auch als Creator. Und das andere Thema ist aber, es gäbe ja vielleicht auch alternative Möglichkeiten. Wenn man jetzt dieses komplett, und ich glaube, das ist so ein Knackpunkt, wenn man das umsetzen würde, wenn es technisch möglich ist, zum Beispiel eine Anti-Cheat-Software, gibt es in vielen Spielen, musst du installieren, die checkt dann deinen Rechner nach Dateien, die dann nicht da sein dürfen. Und das ist ein Ansatz, wo ich mich frage, warum ist es technisch möglich oder nicht? Trevor? Naja, du kannst ja eigentlich, also mit Sicherheit wäre das möglich, aber du kannst ja von keinem Browser-Spieler verlangen, extra nochmal was runterzuladen. Dafür spiele ich ja kein Browser-Game. Um dann eine Game-Engine oder eine Anti-Cheat-Engine runterzuladen. Das Ganze, glaube ich, nicht verlangen. Genau. Denke ich nämlich auch. Aber das wäre der Ansatz und das würde helfen, aber es ist halt auch tatsächlich so, dass ich denke, es gibt zwar die Stimmen, die laut sind, aber 90% der Community oder mehr, die kriegen das gar nicht mit und ich zähle mich darunter. Selbst wenn ich mitkriegen würde, ist es mir persönlich egal und deshalb habe ich da bisher noch nie aktiv Stellung dazu genommen, weil es mich persönlich gar nicht betrifft, mich triggert das nicht, mir ist das wurscht. Ich kann nur auf meinen Char gucken und ich weiß, dass ich meinen Char nicht perfekt spielen kann, von daher bin ich da befreit, aber ich kann natürlich den Ärger verstehen, wenn das Spieler betrifft, die sagen, ich habe alles investiert an Zeit und habe trotzdem, also ich kann diesen Gesichtspunkt verstehen, aber ich glaube, in der gesamten Breite der Masse an Reports oder an Baustellen, an die Playa arbeitet, neuen wie auch vorhandenen Baustellen, ist es von der Priorität her nicht ganz so hoch. Allgemein. Und ich glaube, das sind auch Punkte, die man bedenken muss. Trotzdem werden wir das immer melden. Also Basi wird es melden und jeder, der das mitkriegt, wird es sicherlich melden. Also ich spreche jetzt mal für euch, aber das ändert halt nichts daran, dass natürlich vielleicht bei dem einen geht es schneller, bei dem anderen Fall dauert es länger. Ich finde es so schade, wenn Creators dafür gebasht werden, weil man das Gefühl hat, als Zuschauer, ihr kriegt ja nicht mit, was wir alles mit Playa auch kommunizieren. Nicht immer. Also manche Sachen machen wir öffentlich, manches geht nur intern. Und ich denke, jeder von uns hier, der zumindest auch gepartnert ist, hatte schon mehr oder weniger Kontakt zu verschiedenen Themen, Ideen, was auch immer. Feedback, ich habe ans Marketing auch Feedback schon gegeben. Ich weiß nicht, ob es was gebracht hat, gewisse Aktionen anzukündigen. Aber wir machen das. Und was umgesetzt wird, und vieles wird umgesetzt von der Community, ne? Ja, das stimmt. Sehe ich so wie du. Also es gibt viel, das man im Hintergrund nicht sieht, weil es halt einfach keinen Sinn macht, jetzt öffentlich zu machen oder sonstiges. Ich erzähle jetzt auch nicht irgendwie, also ich mache es jetzt auch nicht öffentlich, wenn ich mal sage, hey, der hat da einen sassy Namen. Das sollte nicht so sein, dass der da irgendwie irgendwelche antisemitischen Namen hat zum Beispiel oder sonstiges. Ja. Es gibt auch gar keinen Grund, das zu erwähnen. Oder das ist genauso wie, da habe ich jetzt mal ein konkretes Beispiel, wo ich auch darauf aufmerksam gemacht habe, dass als die Steam Awards waren, dass man dort Shakes and Fidget auch nominieren kann. Und ja, wenn ich mich mal dabei brüsten darf, bin ich der Grund, warum dazu ein extra Post gemacht wurde. Aber keine Ahnung, ich sehe jetzt auch nicht den Grund so, dass wir uns da immer rechtfertigen müssen, weil wir schon abseits von der Öffentlichkeitsarbeit, die wir sowieso machen, auch privat dieses Spiel spielen und
ich denke mal, uns allen ist Fairness irgendwie wichtig und ein gutes Miteinander. Und dementsprechend hoffe ich, dass das jeder so sieht, auch wenn man kein Creator ist, dass man sich da einfach die Mühe macht und die Leute dann dementsprechend reportet. Hier nochmal so zu dem Botting, zu der Gilde. Ich meine, erstmal ganz stumpf, was würde dagegen sprechen, wenn man sich so als Player-Mitarbeiter die Gilde anschaut? Man sieht es ja auch direkt, ne? Selbst ich würde, wenn ich die Gilde sehen würde, erkennen, dass da auf jeden Fall Botting mit im Spiel ist. Was würde denn dagegen sprechen, wenn man einfach dahin geht als Player-Mitarbeiter und würde quasi einfach erstmal alle, keine Ahnung, bannen oder beziehungsweise dass der Account stillgelegt wird. Was würde denn dagegen sprechen? Ja, Was So, ich hast meine, du wie denn viel davon? Aufwand ist das am Ende? So. Ja, aber was hast du denn davon? Das ist auf einem Server in einer Gilde von was weiß ich, wie viele Hunderten bis Tausenden von Dutzenden bis Hunderten Servern. Ja, Also da kommt es ja nicht gegen an. Ja, Ja, gut, gut, aber aber es es ist ein gibt ja in der Beispiel. Regel, gibt ja in der Regel nicht so viele Botter-Gilden, schätze ich jetzt mal, die so Nee, aber du musst ja ekelhaft jede oben durchgehen. sind. Du musst ja weißt erstmal drauf vorher nicht, ob das eine aufmerksam werden. Bottergilde ist. Ja. Muss erstmal drauf aufmerksam werden, dann muss natürlich Genau. ein Player-Mitarbeiter auch genau entscheiden, gibt es jetzt wirklich eindeutig ausschließbare Anzeichen oder wirklich Beweise, weil sonst, wenn ich jemand ungerechtfertigt banne, dann ist es natürlich wieder schlecht, weil der sich dann natürlich zu Recht ungerecht behandelt fühlt und man dann vielleicht wieder potenzielle Spieler verliert. Und nochmal, um nochmal vielleicht auch abschließend, um auf die Zuschauerfrage zurückzukommen, weil es jetzt so ein bisschen um die Creator ging, die da nichts machen. Das war nicht Warum Inhalt der nicht? Frage, sorry, Raidboss. Das war nicht jetzt Inhalt der Frage speziell, aber Okay. ich habe das im gleichen Atemzug schon mitbekommen. Okay. Zumindest. Ja, ich meine, um ein bisschen eine Lösung dafür zu finden, wenn jemand aus der Community darauf aufmerksam wird, vielleicht dann nicht einfach den Creator anschreiben, hier, mir ist so und so was aufgefallen, ich habe das gemeldet, könntest du als Creator da vielleicht auch nochmal melden oder so oder ein bisschen irgendwie wen anschreiben. Das wäre eine ganz pragmatische Lösung, falls bei irgendwem da der Eindruck entstanden ist, dass Creator da zu wenig machen. Würde ich jetzt Ja. einfach mal so sagen. Das Aber so sehen. ich sehe da nicht die Aufgabe. Also klar, wir machen es alle, wir reporten Sassy-Accounts, aber ich glaube nicht, dass es die Aufgabe von Creatern ist, nach Bottern oder sowas Ausschau zu haben. Nee, Das also nicht- im Nee, nach Prinzip Ausschau wirklich halten nicht, aber was weiß ich, wenn ich als Zuschauer oder so, dann schreibe ich halt vielleicht irgendwie eine DM oder ich schreibe in Twitch-Chat hier, mir ist da und das aufgefallen, kannst du vielleicht auch da mal danach schauen oder so, dann hat man dieses Feedback und ja. Ich glaube, das Problem ist, wenn man sich dazu beruft und sagt, ey, sagt mir das, wenn ihr da jemanden findet, dann habe ich das Gefühl, dass die Leute denken, dass ich dafür verantwortlich bin, dass die Person dann auch letztendlich gebannt wird, wenn sie denken, dass sie im Recht sind. Mhm. Das ist das Problem. Deswegen finde ich es okay, wenn man sagt, ey, da gibt's so jemanden, der so ein bisschen komisch wird, kann man ja mal gucken. Aber dann drum zu beten, den auch zu reporten, finde ich immer schwierig, weil, keine Ahnung, dann bist du quasi der Mittelsmann dazwischen und ja, also ich finde, es ist wichtig, dass die Leute wissen, dass wir auch nicht über sowas hinwegsehen, wenn wir es durch Zufall mal mitkriegen. Aber ich finde auch nicht, dass wir die Ansprechpartner dafür sind, unbedingt. Sehr guter Punkt eigentlich auch, finde ich. Also, Jan, zum Beispiel deine Frage, die stelle ich mir ja auch. Ich kann sie auch nicht beantworten. Das kann maximal Player, ob sie es machen, weiß ich nicht. Kann ich nicht verlangen. Zum einen fände ich schön, so eine Art Producer-News darüber mal zu lesen. Ich glaube, es gab es noch nicht, das Thema so in der Form, jetzt aktuell zumindest. Um mehr zu verstehen, wie das funktioniert, für die Leute, die das halt auch tatsächlich interessiert, die sich damit beschäftigen und eben auch vielleicht negative Erfahrungen gemacht haben. Ich gehe vollkommen ein, auch mit dem, was Sergio jetzt und auch Raidboss gesagt haben. Jetzt habe ich aber tatsächlich vergessen, was ich noch sagen wollte dazu. Nein, letztendlich, ich wollte sagen, ihr könnt ja nur eins machen. Wenn es einen Präzedenzfall gibt, wo ihr denkt, es müsste eigentlich dort eine Konsequenz geben, oder ich spreche zu einem Zuschauer, dann sammelt euch, meldet, protokolliert das und dann schauen, je nachdem, was passiert, was nicht passiert, gibt es Feedback, gibt es nicht, kann man mit diesen Informationen dann gebündelt
vielleicht mal auch zu einem Creator kommen, zum Beispiel zu mir. Ich habe auch schon mit Bly Games, mit Holle speziell oder auch damals gesagt bei einigen Dingen, ich würde nicht gerne einfach nur 1:1 etwas weitertragen, sondern es muss schon eine gewisse profunde Basis dahinter sein. Und ich denke, in diesen Fällen wäre es dann schon möglich, über einen Creator zu gehen, der dann die Chance hat, nochmal direkt vielleicht etwas weiterzuleiten, um vielleicht ein Feedback oder zu bekommen. Es ist nur eine Idee. Man kann es natürlich nur versuchen. Derer will dazu was sagen. Ich wollte nur ganz vorsichtig anmerken, weil ganz, ganz dünnes Eis, aber bitte keine Aufrufe zu irgendwelchen Mars-Reports, die dann im Worst Case zu irgendwelchen False Positives führen oder so. Ne, das ist ganz, ganz dünnes Eis und kann ganz schnell nach hinten losgehen halt auch. So, ne? Wollte ich nur, ne, das hat Abuse-Potenzial halt einfach auch dann. Ja, ne? es sollte halt auf jeden Fall, wenn so ein Verdacht besteht, auch immer eindeutige Hinweise bestehen. Yes. Und nicht irgendwie so, ich kann den nicht leiden und der macht irgendwelche Sachen und deswegen bitte bannt den oder so. Genau, richtig, deshalb sage ich, also deshalb habe ich es angesprochen, weil dieses Sprachrohr direkt einzeln, dass jeder hinkommt und sagt, guck mal das würde ich gar nicht weitertragen. Ich würde demjenigen sagen, ich kann es verstehen, aber das ist jetzt meinetwegen eine Behauptung und ich werde die nicht 1:1 so weitertragen können, weil ich zum einen Bly nicht zuspammen möchte und zum anderen eben eine profunde Basis brauche und die erstelle ich ja nicht. Es ist ja nur, wenn Daten da sind, die gemacht wurden, dann kann man die ja mal weitertragen und muss der Creator das selber entscheiden, ob er das weitertragen möchte. Da sollte dann halt einer fundiert ein Ticket schreiben im Zweifelsfall. Hier, guckt euch Person XY an. Das sieht extrem komisch aus, was da passiert mit dem Account. Das muss reichen. Ja, ich würde auch erstmal nachfragen, was sind denn die Anzeichen? Zum Beispiel, okay, da sind jetzt 5 Leute immer zur gleichen Uhrzeit online. Okay, habt ihr das schon reported? Ja, haben wir gemacht. Das ist schon 2 Wochen her. Okay, in so einem Fall könnte man dann vielleicht auch nochmal als Creator nachhaken, wenn es wirklich ein eindeutiger Fall ist und da eindeutige Indizien bestehen. Ja, super. Ja, super Input. Danke. Will noch jemand was abschließend dazu sagen? Nö. Gut, dann, ja, jetzt sind wir dann auch schon da. Ich glaube, mit den Statistiken wird nichts mehr heute. Zweite Frage war, ich würde es mal so zitieren, ist ein Thema, was Shakes and Fidget, glaube ich, schon auch fast immer beschäftigt, seitdem es das gibt. Titel, Thema Abwerben, asozial und unkollegial oder muss es sein und normal? Chefe. Also da melde ich mich einfach furchtbar gern, weil ich wurde so oft schon ein Schwein getauft, nur weil ich abwerbe wie sonst nichts und vor allem, weil ich auch offiziell werbe. Und da sage ich, was soll ich denn machen? Also jetzt mal ohne Quatsch. Gerade die Offis sind meistens die besten Spieler. Es wäre doch absoluter Quatsch, die nicht mit abzuwerben. Erstens ist es ein Competitive Game. Also muss man sich damit schon mal abfinden. Punkt aus. Zweitens, jeder will doch die Gilde voll haben, also tu ich, was ich kann. Und was kann ich machen? Ich kann Leute anschreiben in diesem Spiel. Ja, also ich nutze eine Möglichkeit, die ich habe. Das sage ich dazu. Stimmt, vielleicht soll ich doch die Bin da auch Talentlot ganz abwehren. ehrlich. Das geht mir so massiv auf den Keks, wenn Leute sich darüber aufregen. Ich Denn finde das auch unsinnig. das ist im Spiel normal, genauso wie das in der Realität ist. Jeder will seinen eigenen Vorteil irgendwie haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie auf einer Arbeit mehr verdienen würde und mich dementsprechend abwerben lasse, weil das Angebot für mich persönlich einfach attraktiver ist, wäre es ja aus egoistischer Sicht ja absolut dämlich, das dann nicht anzunehmen. So. Also es ist ja für jeden, also es ist ja die eigene Entscheidung des Individuums selber, ob man dann jetzt das Angebot annimmt oder nicht. Ich finde das weder unmoralisch noch irgendwie schlimm. Wenn du Ambitionen hast, dann bist du halt an solche Mittel halt nun mal auch irgendwo gebunden. Und wenn du, keine Ahnung, eine Top-Spielergilde haben willst, dann kannst du nun mal nicht jeden Atzen da einfach, keine Ahnung, ich finde diese Diskussion, das ist einfach komisch. Ich würde mich halt nur irgendwie, ja, ärgern, wenn mich jemand 10-mal fragt in einem Monat gefühlt, aber einmal, ja, in einem halben Jahr oder so, juckt mich doch gar nicht, ja, kann ich da einfach ignorieren, die Post, was da das Problem, ja. Da habe ich Ärger etwas. nicht. Und zwar, ich weiß nicht, ob da schon jemand dasselbe gemacht hat, aber auf EU1 habe ich ja immer so einen Abwerbevorgang. Ich mache das vielleicht einmal im Monat. Ist eigentlich viel zu wenig, aber
Ich mache das einmal im Jeden Monat. Tag. Ja, und wir haben da auch länger mal irgendwie Lücken, ne, in der Gilde und manchmal mache ich mir dann selber Feuer unterm Arsch und dann klappt es auch einigermaßen. Und zwar, ich weiß halt einfach nicht mehr, wen habe ich abgeworben und wen nicht. Und ich schreibe mir die Namen jetzt nicht auf. Ja, ich habe da so eine Methode, vielleicht ist das auch wieder umständlich, vielleicht notiert die Namen, aber ich packe die einfach in meine Freundesliste. So, ich mache dann hier auf Zack, der ist jetzt mein Freund, den habe ich abgeworben. Und wenn ich dann auf einen Spieler zugehe, ich gucke, ist der meine Freundesliste, ja oder nein, und dann weiß ich, den habe ich schon mal abgeworben. Das heißt, jeder bekommt von mir quasi nur einmal eine Abwerbungsmail. So. Also Macht das irgendjemand auch so oder ist das komplett neu für euch? Ich persönlich bin da knallhart, weil das Ding ist, es haben sich sogar schon Möglichkeiten daraus ergeben, dass ich Leuten auf den Nerv gegangen bin. Also ich habe den 8-mal geschrieben, ist halt passiert, weil die war, und dann habe ich das auch so gesagt, als er sich aufgeregt hat. Ich habe gesagt, ja Mensch, du bist so attraktiv für mich, ich habe mich 8-mal bei dir gemeldet. Nimm das doch als Kompliment. Und tatsächlich, das ist nach 1 bis 2 Da Monaten wird die hin und Hose her. enger. Kam Diese der zu mir. Lämmerlegenden, ne? Die sind radikal, Alter. Ich Nein, wusste es doch schon immer, Ich Alter. handhab das immer so, was willst du denn machen? Man muss doch sehen, wo man Es- bleibt oder was. So sehe ich auch. Ist halt so. Schulterzucken legendär. Ich verstehe auch nicht, wo das Problem ist. Das hatte ich jetzt auf EO7 vor kurzem einmal ganz kurz, dass Da ist da der nächste. das Königreich sich ja übel, also der Leiter davon, sich übel abgefuckt hat und Ja. auch schon leicht beleidigend geworden ist. weil meine Offiziere da 1, 2 Abwerbungen hingeschrieben haben und er meinte so, ihr müsst doch eh eine ewig lange Warteliste haben, warum schreibt ihr überhaupt Abwerbung, ihr unmoralischen Dreckschweine und so ein Scheiß. Nicht so. Ich weiß noch, da habe ich auch einmal in den Kommentaren das bei Dorsa gelesen, als er sich verabschiedet hat von der Gilde. Da habe ich einfach gesagt, Mensch, setz dir einen Helm auf. Ganz ehrlich, das ging mir ja so auf den Keks, dass man sich darüber so aufregt, weil es ist halt nun mal der natürliche Lauf der Dinge. Es ist in der Realität so, wenn man auf das Individuum guckt, will man für sich immer selber das Beste. Es wäre naiv, das nicht tun, also nicht das Beste haben zu wollen, so nach dem Motto. Wenn du dich zufrieden gibst, dann ist schön. Wenn du dein Umfeld toll findest, ist auch schön, aber keine Ahnung, abwerben ist vollkommen okay. Du tust ja niemandem weh. Ich schreibe die Leute ja nicht an und beleidige die direkt und sag, ey, wie kann das eigentlich sein, dass du da in so einer Schmutzgilde bist? Oder sonstiges. Wir kommen ja immer nett an, sagen, hey, hast du nicht vielleicht Lust? Sergio, ich war ja auch Opfer deiner unmoralischen Angebote. Ich würde jetzt mal, ich habe gesehen, Nuno und Basi habe ich gesehen. Piccolo, ich würde schon mal fragen, bevor ich die beiden dazu hole. Wie ist das bei dir mit dem Thema? Hast du da auch aktiv damit Erfahrung gehabt oder Feedback bekommen? Oder wie ist dein allgemeiner Eindruck zu dem Ding? Ich wurde ja selber mal abgeworben auf meinem Main, aber ich finde das jetzt nicht so dramatisch. Ich denke, das sind eher die Gilden, die sich über die stärkeren Gilden aufregen, weil sie selber halt dem Spieler, der weggeht, nicht das bieten kann, was er braucht und will. Und ich meine, wenn ich jetzt, weiß nicht, sagen wir beispielsweise 100 € im Monat investiere, meine Gilde aber nur 25 € investiere und ich halt oben mitspielen will, dann musst du halt gezwungenermaßen wenigstens eine Top-3-Gilde, um halt immer das Maximum rauszuholen, dann wenigstens aus dem Elevator und so weiter. Du, Also- kann ich da recht davon ausgehen, dass du gesagt hast, für den Progress mache ich das? Ja, für den Progress mache ich alles. Okay, dann Basi oder Nuno. Danke, Pico. Basi war ein Ticken schneller. Ja. Ja, ich wollte nur sagen, also anders geht es eigentlich fast gar nicht mehr. Also man muss Leute abwerben, vor allem auf inaktiven Servern, also damit Leute in die Gilde kommen, weil es gibt einfach Spieler, die spielen 10 Jahre und machen ihre 3 Klicks gefühlt und ignorieren alles andere, schauen nie in die Post rein, weil sie halt nie blinkt bei ihnen, ja, weil da nichts los ist. Ja, man muss aber ein bisschen aktiv sein, man muss dann Leute anschreiben und so. Und das hat bei mir auf dem Server auch sehr geholfen. Also ich spiele auf S28, ein sehr, sehr inaktiver Server. Und also meine Gilde wäre jetzt wahrscheinlich nicht voll, wenn ich da nicht gefühlt jeden einzelnen Spieler, der irgendwie in Frage kommen würde, angeschrieben hätte. Mehrfach sogar auch. So. Und also auch nochmal wegen Gorgos, ja. Gorgos, also ich mache mir da immer Listen, ja. Ich mache mal ein Textdokument mit allen Spielern, allen Gildenleitern, Ja, die ich gut, gefragt das hätte ich habe. mir vorstellen können, ja. Natürlich, man kennt's. Ja. Echt quasi, ich hätte gedacht, du ziehst dir SF-Game-Tools und hast dann eine extra Spalte reinprogrammiert mit
abgeworben oder nicht? Rot, grün. Ich habe eine SF-Tools-Seite, ja. Ups, Gott. Ich habe SF-Tools offen, da sehe ich halt alles ganz schön geordnet und so. Und dann schaue ich, wer kommt irgendwie in Frage und wer ist noch aktiv. Ja, dann schaue ich halt mit zwei Dateien, mit 2 Files, einer Vergleichsdatei, und dann sehe ich, wie viele Spieler auf meinem Server innerhalb eines Monats überhaupt noch Stats oder Level gemacht haben, ja. Und das sind auf meinem Server nicht mehr viele, ja. Das ist der Unterschied das ist der Unterschied, warum ich auf S23 damals auch kein Guild-Leader, da konnte ich noch die Abenteuer einfach ablesen am Orden, wie viel die Abenteuer gemacht haben, jede Woche. Und habe gesagt, alles, was weniger als 10 Abenteuer pro Tag hat, ist schon mal gelbe Karte. Und wenn das wiederholt passiert, rote Karte. Ich vermisse es. Ja, so, dann Nunu, du darfst. Genau, erstmal zu dem Moralischen. Also ich meine, es ist halt irgendwo einfach ein freier Markt und reguliert sich darüber. Deswegen, ich sehe auch, wie die anderen jetzt auch, jetzt nicht wirklich das Moralische. Das ist halt, oder dass es unmoralisch ist, es ist halt einfach, die besseren Gilden suchen sich halt Spieler oder werben welche ab und darüber kristallisieren sich dann die besseren Gilden raus. Und ich würde da auch so ein bisschen diesen bekannten Satz zitieren: Don't play the player, blame the game. Weil halt, wenn man, oder dann nochmal zurückzukommen auf das Gildensystem, wenn man jetzt, wie ich vorhin schon mal gesagt hatte, wenn man jetzt zum Beispiel hingehen würde und man würde es machen, dass auch eine 20-Mann-Gilde, die vielleicht mehr so auf Community ausgelegt ist, dass die es auch schaffen kann, Ritterhallenpunkte voll zu machen. Gildenboni gehen ja theoretisch schon. Ausnahme wäre vielleicht die Hydra, wo dann ein bisschen Verlust ist, was aber vielleicht für den Casual-Spieler nicht so schlimm ist. Wenn man auch als 20-Mann-Gilde, nur mal als Beispiel, auch quasi die vollen Boni hätte, könnte dann mehr so auf Community ausgelegt spielen. Die besseren Gilden bräuchte dann 50 Mann für die Angriffe und die Hydra und so. Dass man das System so ein bisschen überarbeitet, dass man nicht so den Zwang hat, 50 Mann voll zu bekommen, wäre es vielleicht auch okay. Und ja, da würde ich eher an dem Punkt ansetzen, als jetzt die Spieler dafür zu blamen oder das als unmoralisch abzutun, weil das sehe ich halt auch nicht wirklich. Ja. Hat noch jemand dazu einen Kommentar? Derer vielleicht? Oder? Nö. Ich bin nicht offi, ich habe dafür keine Zeit. Ich lese immer mal irgendwelche Mails, wenn mich jemand abwerben will, ignoriere ich, fertig. Geil ist, wenn das in verschiedenen Sprachen auch kommt, ja. Aber dich will jemand abwerben, du bist doch in der Platz 1 Gilde. Er ist der Server, er ist nicht nur Naja, jetzt nicht auch nur auf dem Main. Aber auf dem Main wurde ich tatsächlich abgeworben. Auch, ja. Das ist jetzt schon 2 Jahre her oder so, und hat ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich dann mal wirklich gewechselt bin, aber ja. Krass. Ja, der Derer wollte auch breit geschlagen werden, so ein Ding ist das. Ja, klar. Ich wurde auf dem Main werden, so. Ich wurde auf dem Main tatsächlich auch abgeworben, habe das aber erstmal abgelehnt wegen dem Community-Aspekt, aber letztlich dann halt Aktivität und Elevator und so ein paar Sachen haben dann dazu geführt, dass ich mich dann selber entschieden habe, die Gilde, also zur Platz 1 Gilde auf dem Main zu wechseln. Ja, man wechselt ja auch nicht, weil man irgendwie untreu sein will oder so, sondern weil man einfach in der aktuellen Gilde nicht zufrieden ist. Das ist ja schlicht und ergreifend alles. Ja, richtig. So, und dann, warum bin ich denn dann das Schwein, weil ich Person XY dann eine vermeintlich schönere Option anbiete? Warum bin ich dann das Schwein in der Geschichte? Finde ich nicht. Sponsorschwein. Ja, komm, das ist ein anderer Punkt. Auf welchem Server heißt die Gilde XY? Okay, Leute, nur aus Zeitgründen würde ich bloß auch noch was dazu sagen, da könnt ihr auch noch mal gerne kommentieren. Ich würde noch 2 Aspekte hinzufügen. Ich gehe grundsätzlich einher mit dem, was ihr sagt. Ich würde noch nicht mal sagen, also wenn man kann natürlich denjenigen blamen, der gewisse Versprechen nicht einhält. Es gibt, die Scheiße fließt halt immer abwärts. Und ich habe mehrfach S39, W irgendwas, also mehrere Server gespielt, wo im Vorfeld eines Serverstarts Leute gesucht wurden für gewisse Projekte,
Und binnen weniger Wochen hat sich schon herauskristallisiert, dass das nicht so hinhaut. Und obwohl man sogar gecastet wurde. Und ich, als noch nicht auch Gesponserter, habe gesagt, ich mache da mit, ich gebe da mein Geld aus, mache das mit, feiere das Projekt. Ist nicht stattgefunden. Der einzige, wo es funktioniert, ist Streamscape tatsächlich mit seinen Projekten. Da hatte nur Blyer mit dem Börsennerv so ein bisschen dagegen. Also bei diesem Projekt hätte es funktioniert, weil die Leute weitestgehend durchgezogen haben. Ja. Dort leider nicht. Und das ist ein Thema, gerade bei Serverstarts, finde ich, das ist ganz heikel. Ich kann jeden Ärger verstehen. Es gibt auch manche, die sich aufregen, die hier haben noch nicht so viel Erfahrung. Und ich glaube, jemand, der mit dem Spiel nur anfängt und sich irgendwelche Pläne macht, sich vielleicht sogar mit Discord beschäftigt hat, der hat das große Ganze noch gar nicht so im Blick und ist da vielleicht auch etwas emotionaler in diesem Thema, als jetzt jemand, der schon zig Serverstarts mitgespielt hat, da ein bisschen abgeprüft ist. Deshalb finde ich es gut, dass ihr gesagt habt, es gehört dazu, sollte jeder wissen. Das Zweite eigentlich, was ich sagen wollte, ist Vergessen. Ich glaube, ich habe das schon kombiniert. Also, es fängt ja bei Gilde 1 an, da hört einer auf, die stärkste Gilde meinetwegen, und die brauchen Ersatz, habt ihr schon richtig gesagt. Das heißt, 5 Leute werden abgeworben, einer nimmt's an. Bei dieser Gilde entsteht wieder ein Platz, der gefüllt werden muss, und damit fließt diese Scheiße halt abwärts. Und hinten raus sind es dann die Gilden, die irgendwann zerbrechen. So. Ja, und das ist halt, es gehört dazu, das kommt durch die ganzen, es gibt verschiedene Faktoren, die dazu führen. Das wurde schon vieles auch in Videos gesagt. Und ich glaube, dass, das andere Thema, man versucht ja anderweitig die Gilden vielleicht ein bisschen aktiver. Der Elevator war so ein Ding, was in die Richtung gehen sollte, bringt mehr oder weniger Erfolg. Da wurden ein paar Optimierungen gemacht. Ich weiß nicht, ob das sogar dieses Jahr war mit den Änderungen der Held-Token. Oder ob das schon letztes Jahr war, das weiß ich nicht mehr. War ja ein wichtiges Thema beim Elevator. Also dieses Jahr. Ja. Und auch, ich hoffe, dass noch mehr Input für die Gilden kommen. Das, was Nuno angesprochen hat mit den 20-Mann-Gilden, die bessere Boni kriegen, finde ich interessant. Ich könnte mir sogar vorstellen, einen gewissen Damage-Faktor, Multiplikator einzufügen, dass sie jetzt im Gildenkampf vielleicht relativ balanced sind. Ich weiß nicht, ob es technisch geht, rein von der Idee. Ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ja, aber eigentlich ist es auch ein cooler Ansatz. Also die Gilden müssen halt noch mehr attraktiv gemacht werden und vielleicht wird das über kommende Updates auch möglich sein. Ich glaube, es wurde zumindest geteasert, dass also bestehende vorhandene Updates sollen ja verbessert werden. Ich glaube, ich hatte auch was mit der Gilde noch mal gelesen, aber also weiß ich jetzt nicht, wenn jemand da was anderes gelesen oder gehört hat. Zumindest wäre es nicht schlecht aus meiner Sicht. Was ich noch mal hinzufügen möchte, ist, abgesehen vom Abwerben, ist auch das Austauschen von Spielern, wenn die nicht wenn sie nicht die Gildenanforderungen erfüllen, sollte man sich das auch nicht zu persönlich nehmen. Nee, wirklich nicht. Ich verstehe nicht, wenn man sagt, man will eine Top-Gilde haben und dann gibt es da vielleicht 1, 2 schwarze Schafe, verstehe ich nicht, warum ich jetzt ein Arschloch bin, nur weil die Person nicht mit der Gilde mitzieht und ich sie dementsprechend austauschen muss. Man muss da einfach mal ein bisschen entspannter werden, sag ich, wie es ist. Ja, ich musste letztes Mal einen Arbeitskollegen von mir aus der Gilde rausschmeißen. Oh Ich habe Gott. Oh Gott. Bist du heute deswegen erst so spät gekommen? Was? Nein. Guter Guter Einwand, aber nein. Das ist immer so brutal. Man versucht immer diese Leute, ne, also zum Beispiel auf EU1, ne, der Gildenleiter, der ja schon vor 2,5 Monaten nicht mehr spielt, ich habe versucht, immer alle vor ihm auszutauschen, weil er halt der Gildenleiter ist. Immer so die für mich persönlich wichtigsten Leute irgendwie noch drinnen zu behalten. So, jetzt musste halt mein Arbeitskollege gehen und naja, bin mit einem komischen Gewissen auf Arbeit gegangen. Ist for real. Wegen Shades. Ja, also Nuno, mach mit deinen Leuten ja keine Gilde zusammen oder so, ne? Nee, gut. Ich möchte mal ganz kurz als Gedanken anfügen an das, was Hanuse eben meinte mit dem. Also, das ist natürlich eine interessante Idee, aber wenn man das jetzt so Damage-Faktor-mäßig hochrechnen, dann müsste eigentlich nur der Stärkste vom Server eine Gilde machen, den Kampf anmelden und 50 Leute hätten sich mit seinen Stats angemeldet. Das wäre ja viel. Nein, Berserker. war die Idee zu sagen, wenn man angenommen eine Gilde hat mit 20 Leuten, die von Anfang an gespielt hat, auf Mal einem relativ 2,5 ähnlichen Niveau, sagen wir es mal,
Die Fights sind ja eh gerandom, ja, dass man dann vielleicht mit einem gewissen Lebens- oder Damage-Faktor in einer Formel, einer speziellen Formel, die nur dann greift, ab einem gewissen Spieleranzahl, um das für jeden der 20 Spieler anzuwenden. Innerhalb eines Gildenfights ist technisch wahrscheinlich zu aufwendig. Wäre es dann nicht auch dann einfach möglich, wenn du mit deiner 20 Mann starken Gilde eine 50 Mann starke Gilde angreifst und nur die 20 stärksten von den 50 Mann kämpfen gegen deine 20 Leute? Ist das nicht viel sinnvoller? Das wäre wieder praktikabler, würde ich sagen. Auch eine Idee, ist auch eine Idee, aber das ist dann natürlich. Ist das nicht auch irgendwie unfair? Es darf halt nicht attraktiv werden, weniger Mitglieder in der Gilde zu haben, sondern es sollte nur für die weniger haben, ein bisschen Kompensation geben. Ja, genau, zumindest halt diese Standardboni auf Steine und auf Alu trotzdem geben, dass ich dann halt meinen Daily Stuff trotzdem machen kann. Da ist es einfacher, wenn man den Gildenfight-Aspekt einfach wegnimmt, sondern eher in diesen Daily-Business, ne, dass man den und die halt Platz 1 oder so haben wollen, brauchen halt dann 50 Mann, dass alle fighten und für die Hüter oder so, das war's. Finde ich auch. Weil das Ding ist, es ist auch viel einfacher, dass 20 Leute Ja klicken, als 50 Leute zu kriegen, die Ja klicken. Ja, die müssen 2,5 Mal klicken. Ach so, Ding. Ja, aber selbst, auch das wäre ja noch einfach. Okay, nee, super. Hat noch jemand was zu sagen? Sonst würde ich jetzt mal, das nächste Thema ist auch noch. Ja, ich wollte nur noch ganz kurz 2 Sätze zu dem Thema Aufregung sagen, um das dann vielleicht auch abzuschließen. Es regen sich ja offenbar, oder die Frage bezog sich ja auf Leute offenbar, die sich halt aufregen, wenn Leute abgeworben werden. Und die Aufregung ist ja im Endeffekt so wahrscheinlich einfach so der Ärger über sich selbst so ein bisschen oder die Unzufriedenheit, dass man es halt irgendwie nicht schafft, die Gilde so zu managen oder so viele Leute zu begeistern, dass die halt am Start bleiben, und dann muss man halt im Endeffekt einfach den Blick auf sich selber richten, was kann ich machen, damit mehr Leute am Start sind, damit ich mehr begeistere, und ja, so sehe ich das im Endeffekt. Richtig. Und deshalb meinte ich auch mein Beispiel, da wurde vorher gecastet, man hatte einen persönlichen Kontakt zu den Spielern und trotzdem hat man bei 50 Leuten nie die Gewissheit, dass die so durchziehen wie geplant, und deshalb dieser Punkt, es gehört einfach dazu. Selbst wenn man sich übelst Gedanken und Vorarbeit macht, man kann es einfach nie wissen. Es kann sein, dass der Spieler einfach durch private Gründe keine Chance mehr hat zu spielen. Durch neue Server-Ankündigungen sagt, neuer Char, das macht mir mehr Spaß. Es gibt so viele Möglichkeiten, warum ein Spieler aufhört. Also man muss nicht alles gut finden, aber es gehört dazu. Und deshalb, neben den Möglichkeiten ist es halt wichtig für mich, dass vielleicht jemand, der das noch nicht so im Blick hatte, sagt, okay, es ist so, was habe ich für einen Plan B, was kann ich meinen Leuten von Anfang an, wie du sagst, schon bieten. Eine Idee, die ja auch ein bisschen dazu führt, vielleicht dieses Thema inaktive Gilden, mehr oder weniger, und das war jetzt mein letzter Punkt, der eigentlich auch relativ gedacht der größte wäre, jetzt müssen wir mal gucken, eine Dreiviertelstunde, also ich würde mal 15 Minuten jetzt eintakten, dafür sind die Serverfusionen, weil die wurden auch gefragt vom Zuschauer. Der Thema Abwehren hatte Benjamin Messerer 2471 geschrieben, und Max der Dax hatte geschrieben, wie steht ihr aktuell zu den Server-Merches? Jetzt, wo schon einige gemacht sind, vorher in Bezug auf nachher. Also, wie habt ihr vorher drüber gedacht? Wie denkt ihr derzeit darüber? Finde ich ganz interessant, die Frage. Müssen also nicht auf die Technik allgemein gehen, sondern ich würde mich wirklich auf diese Frage konzentrieren. Wer möchte. Also quasi, ob wir uns drauf freuen, einfach so. Naja, es sind ja Server-Merges, als die angekündigt wurden, ne, hast du ja vielleicht einen gewissen Kontakt, oder als der erste Server gemerged wurde, hast du ja eine gewisse Verbindung dazu, mehr oder weniger. Jetzt sind ja schon viele Server gemerged worden, es sind weitere in Planung, schon offiziell announced. Gedanken damals zu heute, hat sich da was geändert? Hattet ihr Ahnung, die sich bestätigt haben? Habt ihr eure Meinung geändert? Warum? Also so verstehe ich die Frage. Wurde deine Erwartungshaltung erfüllt? Oder so, zum Beispiel. Und wenn nicht, warum? Also du kannst natürlich auch allgemein was zu dem Thema sagen. Ist auch gut, wenn du jetzt aus Zeitgründen sagst, ich habe nicht alles mitbekommen. Ja, also ich finde es ja erstmal gut, dass die deutschen Server nicht als erstes rangekommen sind, weil ich musste mir erstmal auch ein Bild davon machen, wie das funktioniert, wie das aussieht. Und ob das funktioniert, da habe ich auch sehr viel aufgenommen, gerade weil ich auch wusste, die deutschen Server kommen irgendwann dran. Und also
also bis jetzt gibt es ja eigentlich nur positives Feedback. So, also ich habe jetzt von niemandem gehört, dass irgendwie eine Fusion irgendwie so aus technischen Aspekten schlecht gelaufen ist oder so, performance-technisch, weiß ich nicht. Ja, vielleicht war ich doch irgendwo woanders, keine Ahnung, beim Dönerladen oder so. Ja. Und ich kann halt so viel sagen, dass ich mich auf die Serverfusion freue, weil ich jetzt auch, ja, ich hoffe, dass ich nichts verpasst habe, weil so, also von dem her, was ich weiß, kann ich mich drauf freuen, weil halt alles technisch gesehen funktionieren sollte. Und wenn die Serverfusionen jetzt irgendwie nicht stattfinden sollten, die Deutschen, wenn irgendeine Problematik auftreten würden oder so, dann wäre ich auf jeden Fall sehr traurig, weil ich halt gerade etwas vorhabe, ja, was ich so am Plan bin auf diesen Fusionsservern. Und wenn dann irgendwas schief läuft, dann wäre das ziemlich scheiße. Ne, dann würde das quasi meinen Plan über den Haufen werfen. So. Aber die Freude ist auf jeden Fall da und auf jeden Fall sehr viel Zuversicht. Ich glaube, Dera Ja. und Basi wollen dazu was sagen. Ja, Haben wir gedacht, ich würde noch mal Piccolo gern fragen wollen, erstmal. Ich finde die Idee, also ich fand es vorher gut. Ich finde es im Nachhinein auch gefühlt ziemlich gut umgesetzt. Ich will mir aber noch nicht zu sehr viel, ich will noch nicht so viel dazu sagen, weil ich selber noch auf keinem gespielt habe, werde jetzt aber bald mit S31 mit dem Aufholjäger. Aber jetzt versetzt euch mal in die Lage, ihr spielt einen Server, das ist euer Main, ihr habt da hunderte, tausende von Euros reingesteckt und ihr spielt den Server allein. Ja, ist halt schon ziemlich scheiße, deswegen finde ich es ganz nett und gut für die Leute, die halt alleine sind, weil Konkurrenz belebt das Geschäft und nur wenn du Konkurrenz hast, verbesserst du dich ja auch und wirst halt besser und hast auch die Langzeitmotivation, besser zu sein. Und ich finde, in der Ehrenhalle zu sein, sobald die Merges erstmal alle durch sind, dadurch, dass es dann auch weniger Plätze gibt, ist dann nochmal was Besonderes. Also es ist nochmal ein bisschen weiter auf einem höheren Podest zu sehen als jetzt. Weil wenn jetzt auf einem toten Server kann gefühlt jeder Platz 1 sein. Ja. RTL. Keine Ahnung. Ja, also man muss ja generell mal sagen, als die Serverfusionen angekündigt wurden, ja, erstmal war Hype da, ja, aber gleichzeitig kamen auch Fragen auf, ja, wie halt, wie wird funktionieren das Ganze, ja? Wie wird es sein, mit welchen Servern werde ich fusioniert werden? Wie viele Server werden das sein? Wie wird das sein mit meinem Namen? Kann ich den behalten? Weil den gibt es wahrscheinlich noch bei vielen anderen Servern. Wie wird das sein mit der Ehrenhalle? Und vor allem auch mit Multi-Accounts, das war, glaube ich, das größte Problem. Ja, jetzt aber so in der Praxis, wo wir es sehen, ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit dem Ganzen. Einziger Kritikpunkt, den man vielleicht den ich erwähnen könnte, ist, ja, wie die Server ausgewählt wurden. Es gibt zum Beispiel halt Server, also Fusionsserver, die immer noch inaktiv sind, oder halt, wo nicht so viel los ist. F1 zum Beispiel ist halt, da ist immer noch nicht so krass viel los, muss man sagen. Und in 2, 3, 4 Jahren wird der wieder sehr inaktiv werden, wahrscheinlich, denke ich mal. Ist halt, ja, dann werden die ersten Fusionsserver fusioniert, wahrscheinlich. Und ja, bei den deutschen Welten finde ich es auch krass. Da hätte man ja mehrere Fusionen draus machen können, meiner Meinung nach. Ist ja noch unter Vorbehalt, aber mal schauen, wie es ist. Weil die werden ziemlich stark werden, kann ich jetzt schon euch versprechen. Ja, man wird viele Gilden in der EOF-Szene ganz weit oben. Ja, aber ich bin eigentlich, so wie es gelaufen ist, eigentlich zufrieden. Und das, ja, war das Einzige, was ich so an Kritik hätte. Jo. Dera, du hattest bei Gorgos auf jeden Fall so ein bisschen das Gesicht Verzogen, interessant ja. verzogen. Da würde ich gerne noch mal drauf zurückkommen. Ne? er Alte kriegt Markus-Lanz-Manier. Er kriegt Konkurrenz jetzt. Nee, weil Gorgi halt meinte, so alles ist super fein damit, wie die Fusionen sind und so. Also so würde ich es jetzt nicht sehen. Und es gibt reichlich Leute, die sehr unglücklich damit sind, wie groß zum Teil quasi diese Zusammenfassungen sind, diese Zusammenschlüsse sind. Kann natürlich sein, dass es trotzdem notwendig war, um dann halt wieder einen wirklich aktiven Server zusammenzubekommen. Das ist klar. Aber trotzdem, wenn da halt Welten zusammengelegt werden, wo Jahre dazwischen liegen, zwischen den Serverstarts, den jeweiligen
Ja, kann ich verstehen, dass die Leute von den jüngeren Servern vielleicht nicht super happy sind. Das ist das eine. Zum anderen, ich habe jetzt parallel versucht, noch verzweifelt im Forum irgendeinen super ollen Beitrag von mir von vor, keine Ahnung, 8 Jahren oder länger rauszusuchen, weil das Thema Server-Zusammenlegung, Server-Fusion ist ja schon, das ist ja schon locker gefühlt 10 Jahre alt, ja. Und früher war ich halt komplett strikt gegen Server-Zusammenlegung so. Da war ich auf dem Punkt, wenn Server-Zusammenlegung kommen, dann höre ich auf mit dem Scheiß hier. Tschüss. Also ich sehe mittlerweile die Notwendigkeit und ich finde es mittlerweile gut, dass es gemacht wird. Ich bin persönlich glücklich darüber, wie es läuft. Ich bin persönlich glücklich darüber, dass bisher technisch keine größere Katastrophe passiert ist. Ich bin selber noch nicht betroffen, deswegen kann ich von dem Gesichtspunkt nichts dazu sagen. Werde es Anfang 2024 dann sein und bin gespannt. Ja. Gibt es dazu noch? Also ja, Basis. Ist krass zum Beispiel, ja, ganz kurz noch. Ich weiß nicht mehr, auf welchem Server das war, aber auf jeden Fall auf einen Server, der zu meiner Fusion zu F9 dazukommt. Da hat sich nämlich ein Platz 1 Spieler gelöscht, weil er halt dann auf der Fusion nicht mehr Platz 1 sein wird. Also das finde ich halt krass, ja. Mit Stolz So gestorben. bist Ja, du mit Stolz garantiert gelöscht. nie wieder Rang 1 auf jeden Fall, aber gut. ehrlich. Also, ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Also, wenn ich jetzt der Rang 1 Spieler wäre, ja, ich würde mich freuen, wenn ich halt nicht nur Rang 1 bin, weil alle anderen voll inaktiv sind, ja, sondern ich würde mich freuen, dass ich mich jetzt, ja gut, ich bin nicht mehr Platz 1, aber ich kann mich wieder hochkämpfen vielleicht, ja. Und es ist mal wieder mehr los auf so einem Server. Und wollte ich nur mal kurz erwähnt haben, so. Ist auch so eine Sache, nämlich. Ja. Also, ich weiß nicht, Sergio, Nunu, Ich Nunu? würde auch noch was sagen. Also ich habe interessanterweise auch von einem Spieler gehört, der mit Abstand Platz 1 auf seinem Server ist, dass es dann auch ein bisschen schade findet. Also der war ein bisschen unerfreut darüber, dass er nach den Merges immer noch deutlich Platz 1 ist. Also dass so ein bisschen die Konkurrenz dann immer noch fehlt. Ist das bodenlos? Skandal. Aber ja, im Endeffekt, ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, ob ich von Merges betroffen bin. Mit auf W27, ich meine, ich bin jetzt, obwohl ich zeitlich deutlich Nachteil habe, bin ich trotzdem Top 10. Aber selbst wenn ich in einem Merge jetzt irgendwie in die Top 50 oder so abfallen würde, im Endeffekt, ich sehe das halt auch so, ich sehe das nur positiv, auch wenn es irgendwo schmerzhaft sein kann, seinen Rang 1 zu verlieren, einfach, dass man nicht auf einem toten Server ist, dass man ein bisschen mehr Durchmischung hat, ein bisschen mehr Abwechslung wieder und mehr Spiel auf einem Server, dass man nicht einfach so irgendwie mit lauter Account-Leichen spielt, sondern da ein bisschen mehr Community oder ein bisschen mehr Action hat mit anderen Spielern. Ja. Dann will ich nochmal Sergio abschließend fragen. Ja, sehe ich ähnlich. Also, schade drum um die Leute, die sich löschen, weil ich finde, das ist so eine Ego-Sache, wenn man nicht damit klarkommt, dass man dann den ersten Platz verliert. Aber was willst du machen? Also, es ist im Grunde ist es so die einzige Lösung, weil am Ende des Tages wird gar keiner mehr auf dem Server spielen. In 50 Jahren, wenn dann alle schon im Grab liegen. Sowohl auf dem Server als auch in echt. Ja, also ich selber bin jetzt nicht so wirklich betroffen von den Fusionen. Aber von dem, was man so mitkriegt, ist es halt, keine Ahnung, das ist so den einzigen Kompromiss, den man da eingehen kann. Ich bin da der sehr neutral gegenübergestellt, aber grundsätzlich ist es was Gutes. Dann würde ich nochmal in die Runde gehen, ob jemand dazu noch einen Kommentar machen möchte. Ja. Dann Fiel mir spontan noch ein. Würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss. Nein, Gerard. Nein, geht auch ganz schnell. Nein, tatsächlich, mir würde nur in dem Zusammenhang, wenn dann all diese Fusionen durch sind und die Gesamtmenge der Server ordentlich eingedampft wurde, fände ich schön, wenn man das Konzept der IHOF nochmal überdenken könnte. Weil die IHOF verliert ein Stückchen weit durch die Fusionen meiner Meinung nach an Bedeutung oder an Relevanz oder an Notwendigkeit. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja. Okay, interessant. Ja, Basi. Darf ich kurz deren eine Frage stellen? Ich habe nämlich
keine Eigenwerbung, echt heute ein Video dazu hochgeladen. Nee, gestern, sorry, was laber ich? Zwecks, ich habe nämlich die Top 10 Leute von jedem Server genommen und für die IHOF, ich habe so eine Art wahre IHOF erstellt. Was hältst du davon, wenn man die Top 10 nimmt so und nicht nur Platz 1? Wäre das was? Das wäre exakt der erste Ansatz gewesen, den ich auch gebracht hätte. Lass es die Top 3, Top 5, Top 10 von dem Server Okay. sein und in die IHOF schicken. Das wäre der schlauste Ansatz, der mir auch einfallen würde. Ja. Gut. Ja. Das ist eigentlich vielleicht eine gute Überleitung, falls wir uns vielleicht im Januar oder so nochmal wieder treffen und vielleicht noch weitere Aspekte, die jetzt noch im Laufe dieses Jahres passiert sind, beleuchten oder vielleicht auch den Jahreswechsel. Ich würde jetzt abschließend zu dem Thema noch sagen wollen, dass ich schon, weil zumindest Server 7 Deutschland zum Beispiel betroffen sein wird jetzt im Jahreswechsel und da habe ich halt mitgekriegt, und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass da jetzt Planungen geschehen im Hintergrund von der Gildenleitung, wie kann man vielleicht dieses Thema Abwerben und Gildenfusion und so auf einem Server, das ist ja auf dem alten Server alles ausgelutscht. Jetzt kommen dort 5 andere Server mit rein und es ergeben sich Konstellationen und eine Dynamik, die ich persönlich von dem, was ich nur mitkriege, eigentlich interessant finde, weil Gedanken gemacht werden, vielleicht Spieler zusammentreffen mit anderen Gilden, um dort für sich als Gilde wieder aktiver, besser dazustehen als vorher, durch die verschiedenen Optionen. Und ich glaube, dass das ein Thema ist, den man nicht unterschätzen sollte und warum ich auch das gut finde, dass sie jetzt die Fusion gemacht haben. Dera, du hast gesagt, die Zusammenlegung der Server teilweise unoptimal. Ich glaube, es gibt keine optimale Lösung. Die haben sich einfach für ein Konzept entschieden und ziehen das durch. Muss ich dazu sagen, weil ihr es nicht gemacht habt, F6 war es, glaube ich, Franzosen-Server, wurde sogar revidiert. Da sollten S13 und S14 FR, die deutlich jünger sind, erst mit fusioniert werden. Wurde von der Community, glaube ich, gleich, Achtung, und das haben die dann auch zurückgezogen. Fand ich gut. Dass zumindest ein gewisser Aspekt dort beweitet wird. Und sie haben geschrieben, die Server werden mit anderen gleich alten Servern geschrieben. Ganz interessant, mein Main auf S41 ist zum gleichen Zeitpunkt gekommen wie der französische Server 14. Ich habe damals Videoreihe gemacht, hieß Battle of the Five Nations. Ich habe also auch meine Excel-Tabellen-Statistiken, die ich bei meiner Gildenstatistik mache, über 5 Server verglichen und habe mir die Ehrenhallen angeguckt. Das heißt, ich habe die Vermutung, ich habe daraus gelesen, dass ich wahrscheinlich irgendwann mit diesen Servern, die gleich alt sind, aus verschiedenen Ländern zusammen fusioniert werde, was ich auch mega interessant finde. Wir holen uns gerade Rang 1 gefühlt auf dem Main und dann schaffen wir das hoffentlich noch vor der Fusion und dann gibt's wieder ein ganz anderes Bild. Also für mich bringt dieses Thema eine ganz andere Dynamik und wenn man da betroffen ist, finde ich das gut. Es kann natürlich auch den einen oder anderen negativ treffen, weil plötzlich seine halbe Gilde sich auflöst, weil sie vielleicht mit einer anderen Gilde fusionieren. Aber es gibt eine Dynamik. Und ich glaube, das ist das, was sie auch erzielen wollen. Und das Thema Fusionsserver mal fusionieren, ich glaube tatsächlich kann das in ferner Zukunft vielleicht ein Thema werden. Und, um jetzt abschließend das zu bringen, ich glaube, die IHOF wird abgelöst, mehr oder weniger durch die Statistiken, wenn die optimiert sind. Ich glaube, dass man, ich weiß nicht, in welchem ich habe es jetzt bei neuen Servern mitgekriegt, die ist ja nicht brandaktuell, sage ich mal, die Statistiken. Ich glaube, wenn man dort die Daten mehr oder weniger noch mehr, also mit den Möglichkeiten, die man da hat, sowieso zu filtern, dass man, wenn man noch mehr Faktoren hinzunimmt, nach denen man filtern kann und die aktueller ist, dass man darüber sogar eine bessere IHOF extern hinbekommt als intern. Ist mein persönlicher Gedankengang. Und das ist vielleicht eine Sache, die wir diskutieren können in einem weiteren Part, denn wir haben jetzt schon die 2 Stunden. 2 Stunden soweit geknackt. Und deshalb notiert euch das. Gerne auch an die Zuschauer gerichtet, die so lange gehört haben. Ich hätte niemals gedacht, dass es jetzt so lange geht. Ganz ehrlich, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich glaube, Emma hat bald Pullerpause, also ich muss jetzt auch aufhören. Das ist echt krass. Vielen Dank an euch. Ja, ich bin raus, verabschiede mich. Letzte Worte immer an die Gäste. Jetzt seid ihr natürlich viele Leute. Also könnt ihr da gerne noch mal was raushauen, ja. Danke. Tschüss. Ja, Danke für Danke die für die Einladung. Einladung. bis zum nächsten Mal. Danke, dass ich dabei sein durfte. Achso, und übrigens an der Stelle noch mal, Ich will einfach irgendwas sagen. ja, Basi und Gorgos, ne,
vielleicht dann auch bald offizielle. Ne? Ja, Mach Gorgos, mal ja. ruhig, ich komm So schon. nämlich. Komm, alles gut. Doch. Und Nuno auch, ne? Oder? Nee, warte mal, hast du schon? Nee, jetzt bin ich jetzt Piccolo auch. Ich habe Piccolo schon muss einen auch. Creator, Stimmt, nee, Piccolo. Creator-Code. Ja, nee, alles klar. Ja, also Piccolo, Piccolo. komm, ich lass dich Piccolo vor. noch, meinte ich. Kein Problem, komm, ich. Nee, alles gut. Ich bin sehr zufrieden, so wie es ist gerade. Okay. Nein, würde ich feiern. Also bei Jan habe ich ja gesagt, also, ich bin der Erste, also Jan, du musst mir das auch. Ich hätte dir Jetzt das soll so ich oder so mitteilen. geschrieben. Ich habe Ja. den Satz immer noch im Kopf. Du musst der Erste sein, der bei mir auflädt, Mann. Nee, super, vielen Dank an euch nochmal. Gorgos holt schon seine Leute. Was meine Leute. Ah. Die Leute ran. An der Stelle auch an Wo du alle. bleibst. Kommt gut rein, schöne Weihnachtszeit. Also das Video wahrscheinlich ist online zur Weihnachtszeit. Eine gute Rutsch ins neue Jahr, privat, wie auch in Shakes and Fidget kann man an der Stelle auch mal erwähnen, weil vielleicht nicht jeder ganz aktiv ist jetzt die Tage. An alle Zuschauer, Zuhörer, wie auch immer. Und ich denke, mit den Voraussetzungen, die dieses Jahr geschaffen wurden, die wir noch gar nicht alle besprochen haben, haben wir ein gutes Potenzial für 2024 und folgende. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung im Detail, aber was da für Updates kommen. Positiv. Wir können gespannt sein. Ja. Die Ja, Steigung spannt. Ja, Schüsseldorf